Wo ist der Ton hin? Eben war es noch so laut, jetzt ist es so leise. Was soll dies? Stimmt, wir haben ja letztes Mal die Leiche vom Baum geschossen. Dunkel. Erinnere ich mich. Wir können die jetzt bestimmt untersuchen, oder? Ich hatte kurz die Waffe auf sie gerichtet, aber ich habe mich nicht getraut abzudrücken. Das ist sehr schade. The rotting man lies on his side with his eyes looking straight through you. The belt is still around his neck. His body is supine and open to intrusion by autopsy. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Zuallererst, was genau ist eine Leichenschau vor Ort? Come on, officer. You know what a field autopsy is. You've done 100 of them. Haben Sie ein zweites Paar Handschuhe? Unfortunately, no. Ich habe die Gartenhandschuhe, vielleicht reichen die. They're better than nothing. Tell you what, I perform the anatomical side of things while you will take notes. Okay, wir füllen einfach das hier aus, richtig? Du zeigst ihm das rosa Formular für die Leichenschau vor Ort in deinem Fallbuch. That's right. You knew it because you inspected your ledger. The lieutenant is relieved you know the protocol. Yeah, we got this. We're smart. Erzähl mir was, Toter. Shoot, Looney Rooney! Come back later, Coppo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also, see me in your dreams. Der Tote hängt nicht mehr am Baum. Untersuche seine Leiche genauer und stelle schließlich die Todesursache fest. Dabei muss ein dreiteiliges Formular ausgefüllt werden. Du öffnest dein Fallbuch und schlägst die Seite mit dem Formular für die Leichenschau vor Ort auf. The dead man stares in silence as you crack open the ledger. The bright red paper is covered in boxes and lists, describing the condition of his skin and organs in 3 parts. Above those, an 11-field info form needs filling out first. It begins with, Du beginnst. Erstens, assistierender Detective. That's you. Du schreibst Tequila Sunset, du schreibst Harrier Dubois, Lieutenant Doppelgefreiter. Ja. the corpse is indifferent to your scribblings, just lies there. The next box says, Rechtsmedizinische Berichtsnummer. KK57-0803.0815. KK equals Kim Kitsuragi. 57 equals Precinct 57, followed by his date 0803 and time of arrival 0815 on the scene. He's indexed the case after himself, not you. Sollten wir den rechtsmedizinischen Bericht nicht in meinem Namen anlegen? Ich notiere das einfach. Next. Name? NA. Next. Unbekannt. Geburtsdatum? NA. Alter? Roughly 50. Ungefähr 50. Ey, Thomas, grüß dich, schönen guten Tag. The corpse looks ageless, like meat on a hook. Ethnie? Mondial. Mondialisch. Notiere ich. The pudgy mess of curdled meat looks neither mondial nor anything other. Geschlecht? Fucky, fucky! Oh,
das Mädchen braucht so einen Schlag ins Gesicht. Male. Männlich. Pigs can have sex! Du schreibst männlich. Nor does he look male, with his pregnant belly and indistinguishable face. Todesdatum. We're still going with March 4th. 51. 4.3.51. What else? 9. Body identified by is non-applicable. 10. Case number is the same as the coroner's case. KK 57 0503 0815 listens motionless, with the cargo belt still around his neck. Only one box remains. Hinweise auf Manipulation. None. At least not after the initial examination. Was genau ist mit Manipulation denn eigentlich gemeint? Interfering with the body's position or wounds post-mortem. Ah. Ja, aber vielleicht ist er ja gestorben und dann haben sie ihn erst aufgehangen. Ich bin mir nicht sicher. Von den Fußspuren her sieht es so aus, als sei er hierher getragen worden. They'd have to have incapacitated and carried him over. This man was more than a match for untrained dogwalkers. Your central nervous system recognizes this gesture. It's the stations of the breath. Ecclesiastic, religious in nature, a holdout from pre-DeLorean burial rites. It takes him 2 seconds to perform. Then, somewhere in Jamrock North, a small wood shed behind Rosenkrantz Row, Lieutenant Nick Feuerbach puts his hand to the chest of a small corpse, no larger than a monkey. It's raining outside, light drizzle. There is darkness in the shed. Gut geht's. Kann mich echt nicht beklagen. Wetter ist kalt und windig und nass, aber ich bin ja zu Hause. Keine Hitze, das ist super. Arbeit geht wieder gut ab. Um 15:31 Uhr hat man mich nochmal in eine Telco reingezogen, obwohl ich 15:30 Uhr Feierabend machen wollte. Und dann war ich bis 15:47 Uhr, glaube ich, da drin, habe versucht, noch irgendwie zu helfen. Und dann bin ich schnell hier rüber gerannt, habe alles angemacht und jetzt entspanne ich mich so langsam. Wobei der Arbeitstag war bis auf 6 Telcos gar nicht so anstrengend. Also alle Dude, meinem Kopf geht's gut. Hat einen schönen Tag. Und selber? Geht's dir wieder ein Stückchen besser als gestern? Elsewhere yet, an obese female sits in a wicker chair, her silhouette bull-like against the window. Outside, Grand Coudon. The day is turning dim for Sergeant Mac Dawson. Hand extended, he approaches, to make sure she is dead more than anything else. And so, all across Jamrock, Coal City, GRIH, 42 deceased persons found today, 42 stations of breath. 42 Stationen des Atems. We should start the post-mortem. The corpse cannot feel Kim's hand on his chest. It no longer meaningfully interacts with its surroundings. A thicket of boxes and lists on red copier paper tries to answer why. Hallo Lütke, tanze für uns. Ich und tanzen? Das ist viel zu hektisch. Nein. Kopfschmerzen sind fast weg, war spazieren und Bauch ist ruhig. Sehr gut. Isst du da auch so Knäckebrot und trinkst Tee? Oder Zwieback, nicht Knäckebrot. Zwieback isst man doch, wenn man Bauchprobleme hat, oder? Zwieback und hier Hagebutte-Tee oder so. Bisschen schon, auf jeden Fall. Das ist doch schön. Lütke, wie geht's dir? Wie war dein Tag? Alles gut soweit? Tanis kann Tee empfehlen. Knecke und Kamillentee. Stimmt, ja. Äußere Untersuchung. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the briefs is Babrodin, I think. Let's see. See, it's happening. Babrodin, yes. Inexpensive. Size M. Color white. The disappointment is palpable.
The red-haired thing was expecting something more lurid. The rest of the clothes have been removed post-mortem by scavengers in order to get to the victim's ceramic armor. Officers are in search of the missing pieces. Removal of the boots is left for processing. Das Entfernen der Stiefel erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt durch die Kriminaltechnik. It would be clever of you to omit the boots altogether, sire. If you are to keep them for yourself, as you ought to, you have deserved them more than anyone else. Es wäre gescheit von euch, die Stiefel einfach auszulassen, falls ihr sie behalten wollt. Was ihr solltet, ihr verdient sie mehr als jeder andere. Und wann werde ich sie bekommen? Patience. After the autopsy, before the body is taken away, there will be a window of opportunity. After the lieutenant has gone to sleep. I hope this has helped you, my liege. Ich weiß nicht. Soll ich dem Toten seine Stiefel versuchen zu klauen oder nehme ich sie mit in den Bericht auf? Und die Gerichtsmedizin nimmt sie dann mit. Also um die komplette Rüstung zu haben, brauche ich die Stiefel natürlich auch. Wir haben ja erst die Handschuhe aktuell. Aber wie sieht das denn aus, wenn ich dann die komplette Rüstung habe, aber die Schuhe nicht? Wobei, die sind ja schon ziemlich eklig versifft mit den Säften und was auch immer von dem Toten. Ich soll die klauen, Lötke? Ich muss noch Arbeitsrechner runterfahren. Ja, mach das. Okay, ich lasse die mal aus. Ich lasse die Stiefel aus. Tattoos. Tätowierung. Er steht auf einem linken Fuß, einen rechts von der Leiche. The upper torso is covered in a single, continuous tattoo, resembling a map of the night sky. Ich brauche warme Füße. It reaches from the right shoulder to the heart. The ink is blue and white. The assistant has a color photograph of the markings, to be added to the case files as document A1. The photo is taken on the scene, using a Trigat Mini. The deceased has a cargo lashing belt around his neck, tied with a hangman's knot. Color yellow. Length 3 meters. There is a buckle on the other end. Well nourished, athletically built, measuring 1.8 meters. Generally consistent with age, about 50. Preservation is good. Ambient temperature below freezing. Body hair is light brown. Distribution is consistent with age. The deceased had male pattern baldness. Hair is combed back, short. Du berührst das Haar der Leiche, bevor du fortfährst. Du schreibst kurz... Nee, ich berühre doch nicht das Haar der Leiche. Ich bin da nicht verrückt. Warme Füße, stimmt. Aber ich muss die Stiefel auf jeden Fall reinigen. Das ist schon eklig, ein bisschen. Lividity is consistent with hanging. The head is congested. Contusions are present on the head, chest, and thighs. Consistent with stones thrown post-mortem. Low velocity. Fucking low velocity? You think Kuno doesn't know what you're talking about? Velocity was fucking max. Talking shit about Kuno's velocity. In addition, there are bite marks on the face, scalp, and chest. Consistent with predation. Bissspuren im Gesicht, auf der Kopfhaut und auf der Brust. Aber Bissspuren, das können ja keine Vögel gewesen sein. Und ein Hund kann nicht so weit nach oben springen. Bissspuren. Ligature mark. The steel wiring. There's too much of it. We need to remove the belt so we can get to the ligature mark. You got just the right tool for that. The chain cutters. Aber sicher, ich bin vorbereitet. Du streichelst den Bolzenschneider. Gut, dass wir den Bolzenschneider haben. Always good to think ahead. Now... Er zeigt auf den Gurt, der den Hals des Toten zusammendrückt. Oh. We need to cut the belt to see the ligature mark below. Ja. Carefully.
with as much precision as you can. Ja. See, my pig is gonna fuck his head off. No, he ain't. Your pig's a boring fuck. Körperapparat, das wird wohl nix. Das ist 17%, das ist ja... ich kann jetzt auch keine anderen Sachen mehr anziehen, ne? Nee, ich hab noch irgendwas, was mir den Körperapparat verbessert, aber... kurz AFK, alles klar. Du hältst nach einer guten Stelle zum Schneiden Ausschau. The belt is equally tight around the whole circumference of his neck, swelling over the edges like white bread rising from the east. Boah, das geht so schief, ich sag euch das. You jam the cutters right under the Ich hab ne 9! That seems like a smart idea. Yeah, somewhere there. Already they're buried deep in the man's flesh. Then you rotate them to get a better hold. Oh, Then das reicht, jetzt wird geschnitten. Yeah, fuck him. Fuck that baggery. Corpse fucking time. Told you my pig was hardcore. I should have a go first. I think I have a strategy. Nur dann lasse ich ihn mal machen. he sinks the cutters into the knot, preparing to perform the cuts, with his elbow to his knee for precision. Snap. The knot is slashed. Another cut and the belt falls apart like a flower bouquet, revealing the dead man's neck and the dark red ligature mark around it. Oh. Here. The rope rises to a point, leaving a gap in the ligature mark. The suspension point is in the back of the neck, on the nape. Hemorrhaging is observed on the skin, above and below the ligature mark. The mark is well pronounced, consistent with a drop from 1 or 1.5 meters. Auf der Haut sind Einblutung ober- und unterhalb. Chest is intact, normal contour. Abdomen is protuberant. Pelvis intact. Genitalia. Er zieht die Unterhose des Mannes herunter. Oh. No! Let's get out and see! I fucking knew it! This is clearly what they've been waiting for, ever since the autopsy began. The lieutenant is trying to make it as boring as possible. Und für kranke Kinder. Genitalia is male and unremarkable. No evidence of injury. Vielen lieben Dank für deinen Host, Thomas. Sieht es so aus, als ob er den Augenblick des Todes genossen hat? Du untersuchst, du notierst und hakst das Thema ab. Back is symmetrical and intact. Upper and lower extremities are intact, but asymmetrical. There are combat injuries on the right hand, thigh, and hip. In addition, I see smaller, residual scars, too numerous to count, covering about 30% of his skin. Last item, hands. Du nimmst die Hand hoch, du lässt ihn nicht alleine arbeiten. Hands are clean. No sign of a recent struggle. Ooh. That's all for the external. Well done. What next? Oh, wir haben noch die innere Untersuchung und dann die Beschreibung der Verletzung. Oh. Oh. Es ist schon ein bisschen eklig. Na dann, innere Untersuchung. Central nervous system. I have nothing. Do you have anything on this man's central nervous system? You don't even have a joke. Nein. Musculoskeletal. Purge fluid is coming from the mouth. Not injury related. Eyes and tongue protuberant. Hyoid bone. Let's see. With his eyes almost closed, the lieutenant puts his hand on the dead man's throat and begins to massage it. Gently, a rotting smell erupts from the mouth. Purge fluid runs down his lips, black and viscous. Yeah, jack that fucker off! The hyoid bone is fractured. The rest of the musculoskeletal system is intact.
Unremarkable. Das Zungenbein ist gebrochen. Zungenbein. Ist ein kleiner gebogener Knochen im Mundboden unterhalb der Zunge. Es ist nicht mit dem restlichen Skelett verbunden, sondern nur an Muskeln und Bändern aufgehängt. Es fehlt aus diesem Grund bei den meisten Anschauungsmodellen zum menschlichen Skelett. Aha. Respiratory system. Ja, Thomas. Oral cavity shows no lesions. The victim has received dental implants, possibly after a combat wound. Mouth swollen. Hemorrhaging present in mucosa of the lips and mouth. Ich notiere das. Hepatobiliary. NA. Warum haben wir nichts dazu? Are you a hepatobiliary expert? Ich glaube nicht. Neither am I. Same for toxicology and serology. NA. Beides? Unless you have untapped reservoirs of knowledge there. Cardiovascular. The body exhibits heavy lividity. Blood has gathered in the hands, feet, and neck. Hypostasis is visually consistent with the hanging. Finger im Mund. Gastrointestinal. This will do. Digested semi-solid food in stomach. Voila. Voila. Du notierst es inklusive Voila. Du verkneifst dir das nur Voila. What's next on the list? Beschreibung der Verletzung. Zusammenfassung. Let's see. We have bite marks, contusions on the head and chest, and a ligature mark encircling the neck. You'll need 3 feels. Leave a 4th one too. Was ist mit den Verletzungen, die wir verursacht haben? So we inflicted them? Okay, ich habe sie verursacht. Okay, so there's an incision on the thorax from a chain cutter. I wouldn't mention it. Better not to muddy the waters. Injuries. Bissspuren. Head, chest and scalp bite mark injuries. Predation by birds has caused damage to the Ach body. doch, Vögel. Odontologist does not need to be consulted. Man kann mit einem Schnabel ja auch beißen, man muss ja nicht unbedingt Zähne dafür haben. Das stimmt schon. Vögel haben von der Leiche gefressen und Wunden verursacht. Hinzuzuziehen eines Odontologen nicht nötig. Was ist denn ein Odontologe? Odontologe. Odontologie ist die Lehre von Zahnsystemen der Wirbeltiere und damit auch des Menschen. Sie ist eine Organwissenschaft und Teil der Oralbiologie. Früher war Odontologie auch gleichbedeutend mit Zahnmedizin. Notieren. And your opinion, officer? B, nicht tödlich, postmortal. Die Bissspuren sind die waren nicht tödlich, da war er schon tot. Agreed. Next injury? Kontusionen. So, the scalp bleeds from a post-mortem head injury. Ja. A stone. The injury does not have the rim of an early inflammatory response. The perpetrator on the scene has confessed to causing it post-mortem. So, ich hau dich auf die Ohren. Ich räume kurz die Küche auf. Alles klar, Frau Mumpitz. Viel Erfolg. At maximum velocity, fucko! Has confessed to causing it at maximum velocity. The lieutenant's admission has caused great gratitude in Kuna. He is silent with it. Coagulated blood sticks to his scalp and chest, where the countless stones have hit the dead man. Beneath, the description of injury. 2 boxes. Nicht tödlich. Right. Next.
Strangulationsmarke. Wofür ist das? 4. Verletzungsfeld? Nothing. Just in case. Sicherheitshalber, okay. A dark red abraded ligature mark encircling the neck, with a gap on the nape measuring, let's say, 7 centimeters. The hyoid bone is fractured. The cervical column intact. Du kennst die Regel. Nicht so lange nichts sagen. Okay, warum jetzt? Aber wenn der NPC spricht oder der Sprecher, reicht das ja bestimmt auch. Gehen Sie bitte nicht zurück aus der Küche. Gehen Sie nicht über los und räumen Sie jetzt die Küche auf. Ich trinke einen Schluck Tee und stelle die Tasse ab. Ich greife mir mit den Händen ins Haupthaar. Ich stütze meinen Kopf auf meine linke Hand, während meine rechte Hand die Maus berührt, um weiter zu klicken. Wenn was entschieden werden muss, sag Bescheid. Der Weg ist nicht weit. Okay. I see hemorrhaging on the skin, above and below the ligature mark. Depth of the mark, 1 centimeter. No signs of clawing on the neck. Below the note, 2 customary boxes wait to be ticked. The man's head jerks to the side. The ring around his neck is visible. Also ich würde sagen, dass der durch die Erhängung gestorben ist. Tödliche Verletzung. That's it. We have established cause of death. It's not much, and it leaves much to be questioned. But Yeah. it's a start. It's a start. Let's wrap this up. I pronounce this field autopsy over. Verraten Sie mir zuerst noch, wie ist es Ihrer Meinung nach gelaufen? Well, we established probable cause of death. Ja. Some would say that's the goal of an autopsy. We were thorough with the list of injuries too. We described them all in detail. What is there to say? Given the circumstances, it was a professional field autopsy. Und nun? I need a copy of that autopsy form. Then I will drive him to Faubourg. Er kriegt eine Kopie, dann sieht er auch, dass ich die Stiefel nicht mit draufgeschrieben habe. Das könnte Ärger geben. For processing. He's thinking, did I miss something? Wahrnehmung 2. Okay. Tüten wir ihn ein, schaffen Sie ihn weg. Du lässt den Lieutenant die Leiche fortbringen, ohne sie vorher weiter zu untersuchen. Nee, ich will da seine Stiefel eigentlich noch haben, oder? Wenn er schlafen gegangen ist, werde ich mir die Stiefel holen. Das war ja der Plan. Wir lassen den jetzt da liegen. Wie, ihr geht an die Leiche dran. Yes? Was für eine Soße hattest du für die rote Linsennudeln? Ich glaube, da hatte ich eine Bolognese. Und für die grünen Erbsennudeln hatte ich mal eine Carbonara. Ja. Hast du dir rote Linsennudeln geholt? Kochst du dir jetzt was? Cool. Lecker. Lecker schmecker. Schicke die Leiche des Opfers zur Kriminaltechnik. Wenn die Leiche weg ist, ist sie weg. Okay, wir schicken die später. Wir schicken die später. Ich will die verdammten Stiefel, aber dafür muss unser Kollege schlafen. Dann gehe ich heimlich nochmal raus. Nachts kriegt er gar nicht mit. Und dann werde ich die Stiefel morgen tragen und er wird sagen, oh, Sie haben aber eine schöne neue Schuhe. Wo haben Sie die denn her? Und dann sage ich, gefunden. Gefunden? Ja und nein. Also ja geholt und nein, nicht jetzt kochen. Ah, okay. Hallo Tanesbot. Hallo Lütke. Ich werde nachher noch 2 Spiegeleier essen und etwas Spinat. Ich wollte eigentlich zwischen Arbeitsende und Beginn des Streams was essen, aber das hat zeitlich nicht mehr reingepasst. Dann muss ich nachher 19 Uhr nochmal kurz in die Küche für 10 Minuten. Behind the dockworkers, a ceiling height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. Das ist zu früh. Questbuch mal kurz angucken. Du rufe die Stadtbücherei von Jamrock an. Löse das Eierkopfrätsel. Kontrolliere die Fallen.
Okay, die Fallen haben wir ja kontrolliert. Genau, wir können jetzt... Ah ja, steht ja sogar schon hier. Cool. It's great to see you again, officer. My Hello. wife can't wait to thank you. Go on, talk to her. Oh, sweetie, I don't even know how to thank you for finding my husband and helping him out. I hope we haven't been too much trouble for you. So etwas ist schließlich mein Job. Es war wirklich ein epischer Track. Es lag auf dem Weg, während ich an dem Fall gearbeitet habe. Ich bin jetzt quasi auch ein Kryptozoologe. I knew it. Du hörst, wie Kim leise, wusste ich's doch, vor sich hin murmelt. Well, in that case, sweetie, let me give you a small token of my gratitude. It's a tie, Mesk in origin. The pin is an antique, quite special to the cryptozoological community. Ich habe einen Schlips bekommen. Das ist der zweite. The little silvery knob holding the tie together feels warm in your hand. It's in the shape of an avian skull with 8 eyes. Jetzt müssen wir mal gucken, was macht denn der? Der Krawatte. Duftender Schal. Ist das der, den sie mir gegeben haben? Ah, ne, hier. Das ist... Hier. Das ist eine Krawattennadel, oder? Eine dünne Schnürsenkelkrawatte. Ach, eine Schnürsenkelkrawatte. Was ist das denn schon wieder? Die durch eine antike Klammer in Form eines Vogelschädels zusammengehalten wird. Der Schädel hat 8 Augenhöhlen. Er ist beunruhigend, aber du kannst einfach nicht wegsehen. +1 Innenleben, +1 Willenskraft. Logik +4. Willenskraft und Innenleben gibt ja plus, nicht schlecht. Slips? Ja, ein Slips hier. Krawatte, Slips, Saal. Ey, Shai, grüß dich. Raucherpause, ne? Ihr seid noch am Fortniten. Viel Freude und danke fürs kurz Hallo sagen. Haha, nothing like the gratitude of a good woman. Viel Spaß Now für then, euch. what can I do for you? He tries to play it cool, remain professorial, but inside, this man is itching for some news on those traps. Ich habe alle Fallen kontrolliert. Good. Okay. And? Eine von ihnen war leer. Completely empty? Ja, es war überhaupt nichts mehr in der Falle. Keine Heuschrecken, keine Phasmide. No locusts? No phasmid either? That's not ideal, but... It just means the Insulindian phasmid is even more clever than we thought. Ja, natürlich. Muss auch schon wieder Pause vorbei. Viel Spaß beim Fortnite Level 300 incoming. Of course, more clever. Yes, the Phantasmadeia picked off the locusts and escaped. This is good news, though we'll have to reconsider the design of the traps. Make them more secure. Ja, genau. Another trip to the reeds. Ja, genau so ist es. Diese Phasmide ist eine wirklich geschickte Jägerin. Of course. Be sarcastic. Ja. Unless you have an alternative hypothesis you'd like to venture. Mine stands, okay? Wieso denn sarkastisch? Das habe ich ernst gemeint. Actually, no. Excuse me for getting emotional. This is a big deal for us. You've helped us twice now, and brought some great news too. My gratitude, and the gratitude of the Société Cryptozoologique de Ravachol, is yours. Heartfelt gratitude. But does it feel like closure? What really happened?
Some kind of foul play might be afoot. Theft? Thank you, it's an honor. We should probably return to our main investigation here. This has been refreshing, but... Mechanik 3. Haben wir noch Sachen, wo wir Mechanik hochkloppen können? Ich glaube ja. Handschuhe. Oh, Körperapparat hier. Mechanik 3. Auch noch Mechanik? Wie ich aussehe, ey. Schöne Hose, netter Blazer, Fliege, Brille, Mütze, aber dann die Schuhe sehen auch geil aus, aber die Handschuhe. Wahrnehmung. Hello. Lena and I were just discussing the design of the new trap. Du entwickelst eine alternative Theorie zu den verschwundenen Heuschrecken. Consider the way the empty trap was disturbed, as though shaken. Most likely the hands of a young person. Hands small enough to fit inside the trap, too. You should ask the red-headed boy, Kuno. Ich glaube, ein kleiner Rowdy namens Kuno könnte die Heuschrecken gestohlen haben. A little hooligan. But what would a child want with bags? Oh, my dear Morel. You've been an old man for too long. Kids love to torment insects almost as much as they love to torment old folks. Ich werde mit dem missratenen Jungen reden. Vielleicht finde ich ja etwas heraus. Delinquents, my favorite. Oh, you've been such a dear to us. Please, let us know whatever you turn up. I have a feeling we're getting so close. Well, I see you've got all the help you need. I'll see you tonight at my place. Let's play suzerainty, but no more field trips for me. After this is your last chance to talk to Gary. Really, Gary? We're getting somewhere here. I'd love to play suzerainty, but... Lena, I'm sorry, but you're not getting anywhere. It was some kids. I know the little mutants around here. Leave anything out in the open and they'll steal it, even if it's bugs. Morel, it's been fun, really, but I need a bath and I have deliveries to handle. When this tea is done, I gotta run. No need to apologize, Geary. You'd be more than helpful. We'll have to take a rain check on that game of suzerainty today, though. We're gonna... Always a pleasure to see an officer of the law. Das ist Gary? Ich würde sagen, der da sitzt ist Gary, aber der da steht, der sieht aus wie ein verrückter Professor. I mean, officers. I told you everything. 'Tis true, sire. This man simply did not know what he was getting caught up in. I mean, officers. I'm sorry for what I said. No. I helped Morel. Okay. F5, geht es ja nicht auch schnell speichern? Ja. So. The man ponders his cooking utensils and gives you a little nod, acknowledging your presence. Gut, 21 Uhr sollten wir ja zu dem anderen Typen dahin, ne? Wir können noch mit Kuno reden. Und da stand ja oben einer auf der Balustrade und hat geraucht. Mit dem wollen wir eigentlich noch mal reden. Würde ich sagen. Was haben wir noch? Logik, Schauspielkunst. Schauspielkunst 7, Logik 7. Empathie 7. Oh, das sieht gut aus, würde ich sagen. Wunderbar.
Raus hier. Wir kommen später nochmal wieder. Hatten wir das Ding aus dem Computer schon mitgenommen unten? Ja, das haben wir schon gemacht. Kuno, du dreckiges Stück Scheiße, wo bist du da? Kuno's like Kuno's dad. Kuno doesn't give a fuck about anything. Oh, Empathie 83%. It's not Kuno. It's Kuno S. Eine Doppel-6, das ist ja ein Pasch gewesen. Kuno ist nicht das Problem, sondern Kuno S. Interessant, inwiefern. Kuno S is by far the worst of the two. Kuno has no problem being near you, but the other hides behind the fence, afraid for her life, like she's done something very bad. She came up with that psychopathic scheme of screaming for help before. Kuno just wanted to talk to you about his name. Kuno S was the one who wound him up and directed him. Also, Kuno hasn't stopped talking to you, even enjoys it from time to time. When you talk to the other one, it's like talking to a cornered animal. She only hisses and says murder was the case that they gave her. All in all, Kuno respects madness. You cannot hope to outdo her on that front. You must win yourself a few minutes with him alone. Du regierst und versuchst einen Keil zwischen sie zu treiben. Kuno, pst. Fuck you whispering about? He's whispering too. He's going with it. But watch what happens. Fuck you whispering about! If Kuno wants to whisper, he's gonna fucking whisper, okay? Let's whisper, pig. This is it. You've got him. But be careful. You can still fuck this up. Kuno, Don't make Kuno look bad in this. Okay, wir sollen ihn nicht schlecht dastehen lassen. Kuno, hör mir zu. Sie will die Macht über dich. Wir müssen dich hier rausholen. Was ist bloß los mit dir? Sie ist furchterregend. Los mit ihr. Puh, ich bin froh, dass sie los sind. Nee. Kuno, hör mir zu. Was ist bloß los mit ihr? Crazy? You don't know the half of it. She's not crazy. She's insane, dangerous. She's smoked a man. She's done people in, probably even pigs. Stop talking to him! Kuno, I'm fucking warning you! You're gonna get us into shit! She understands what you're trying to do. Yo, see? Did Kuno not tell ya? Kuno told ya. Kuno talks to whoever he wants. Talk, pig. Kuno's got it under control. You did it. They're separated. He's even turned his back to her, so she can't read his lips. Ah. Na, mal gucken, ob wir den noch normal kriegen. Fuck. She can read lips. You should cup your mouth. Stimmt, sie kann sehen, was ich sage. Was meinst du damit, dass sie jemanden abgeknipst hat? Glaubst du, dass sie etwas mit dem Toten zu tun hat? Du hast gesagt, dass sie wahnsinnig sei. In welcher Sprache spricht sie da? Ist sie deine Schwester? Ich frage mal die erste Frage. Kuno means she killed someone. That's right. She's a killer. Like, actually a killer. Dann kann ich doch die Kugel durch den Kopf jagen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. He's meant everything he said before, but right now, he not only means it, he is sincere. Meinst du die Sache mit der Mörderin ernst?
Ist das wahr, Kuno? Das würde einiges erklären. Fucking yeah. Kuno knows you don't want to face this right now. This dark shit. Kuno faces this shit every day. Makes Kuno's skin crawl. She's probably killed a pig too. I mean, I'm pretty sure she has. Ach was, sie hat doch keinen Polizisten getötet. Okay, wie viele Bullen hat sie denn gekillt? Forget Kuno said that. Kuno was just shitting. Kuno was just running his mouth. Kuno's stupid like that. A cop would be too large for her to overpower, but a determined child of her size can still kill the vulnerable, the elderly, the homeless, or other children. Oha. The creature peers at you both from over the fence. There is something searching in her eyes. Hältst du es für möglich, dass sie andere Kinder getötet hat? Kuno falls silent. He does not look at you when he replies. Kuno, that's what Kuno is starting to think, yeah. Don't move your head. Just from the corner of your eye, look at her. Nur ein klein bisschen aus deinem Augenwinkel. Beweg jetzt nicht deinen Kopf. Du siehst sie dir an. Though her friend spoke too low for her to hear, Kuno S. is not smiling anymore. Glaubst du, sie hat was mit dem Tod, dass sie was mit dem Toten zu tun hat? Yeah, she would have liked to fuck him up, but she didn't. Kuno wasn't around, and C was with Kuno. Wo wart ihr? Look, Kuno's gonna put you at ease. We didn't do it. He speaks the truth, my liege. Okay, er lügt also nicht. So viel Schauspielkunst habe ich. Du hast gesagt, dass sie wahnsinnig sei. Yeah, she's psycho. None of that kiddie psycho, cat burning shit. She does the real deal. Wow. Yeah. Was ist der echte Scheiß? Snuff radio shit. Believe me, pig, you don't want to know. In welcher Sprache spricht sie da? Fuck knows. She says it's the song of her people or some shit. Wer ist heutzutage nicht Psycho? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Crazy people? The fucking Nakis? I don't know. Some things are too awful to dwell on. The Nakis and Runkaris might be some kind of defense mechanism. Ist sie deine Schwester? Fuck no, she's not my sister. She's just a stray who got in. Like a mad dog or some shit. Zugelaufen? Yeah, she was just there. Wieder da, aber nun muss ich nebenbei noch Briefwahl beantragen. Ja, mach das mal. Ganz entspannt. Briefwahl, stimmt, das müsste ich eigentlich auch mal beantragen. Kriegen wir nicht immer Post in Berlin? Am 26.09. ist es, ne? Also etwas über einen Monat noch. What was that, Kuno? She was in the hallway, dripping wet, by the fucking shoe rack, in the dark. In diesem Flur da mit der Putzkammer? Yeah, that's the place. She was just balled up near the closet, psycho style. Psycho-Style. Warum war sie nass bis auf die Haut? Kuno's got no fucking idea. Her hair was all wet. I think she pissed on the floor too. She was there for 3 days, in the corner, every time Kuno went out. Ach du Scheiße. Was sind denn das für Zustände hier? Berlin hat auch schon Post. Ja, ich war vorhin am Briefkasten, da war noch nichts drin, aber ich denke mal, dass die Woche dann noch entsprechend ein Schreiben kommt. Du hast gesagt, dass sie euch zugelaufen ist, aber wie? I don't know. Someone left the door open. Kuno comes home and she's sleeping under the desk, under a pile of clothes, like a dog. Was ist mit deinen Eltern? Kuno's dad doesn't give a shit. Doesn't even see her there. Or thinks it's fucking Kuno. Shit's all on Kuno. Wie kommst du mit all dem klar? How's Kuno dealing? Kuno's dealing just fine. He doesn't need you fucking with any of it. C doesn't either.
Kuno's got this shit under control. Sie braucht professionelle Hilfe. Du kannst das nicht alleine stemmen. Du brauchst Unterstützung. Ich bin für dich da. Okay, Junge. Nee, hier. Listen, listen. C is Kuno's go-to. Kuno's protecting her. You fuck with C, you fuck with Kuno. You threaten her, you threaten to take her away. This is what it all comes down to. He needs you to take him seriously now. I'm going to kill you. I'll run when you put the cuffs on her, sneak up on you later, and fuck you up. You understand? Das kann ich respektieren. Alright, now we can do business. Geschäft? Yeah, what do you want? Kuno can hook you up with... Don't hook him up with shit, Kuno. See, relax. He respects the Kuno. Kuno made him respect the Kuno. You respect the Kuno, you get all kinds of shit. Kuno's gonna get you hooked on illegal narcotics if you run a little errand for the Kuno. Get you hooked, pig. Get his hook in you. Then Kuno gonna get you hooking for more. Cash in big style. Pig hooker. See, it's tension and release with Kuno. Now we releasing. The pan buying shit, that's on now too. 90% discount for Kuno's pig. Kuno can flex. 90% Discount. Kuno flexes for hobos. Kuno sees you're in need. Ah, die Trainingshose, die kriege ich jetzt für 15. Plus 1 Gewandtheit, plus 1 Körperapparat. Here, pig. We're full now. Performance buddies. Kuno could already see you soaring through the air like a fucking eagle. Pig's in Kuno's debt now. Money debt. Sehr gut, ich habe eine Quest erledigt. Die Hose kaufen war eine Quest anscheinend. Oder? Kaufe Kuno eine Fallenhose ab, ja. Am Montag haben wir die angenommen. Ist schon ein paar Streams her. Du weißt nicht zufällig etwas über verschwundene Heuschrecken, oder? No, Kuno doesn't give a fuck about bugs. Oh my god, I told you that shit is lame. Shut up, C. Now they're gonna take you to lame prison. She sounds like she's about to cry, out of disappointment at Kuno's newfound lameness. Worum geht's hier überhaupt? Deny everything, Kuno. You need to lawyer up. Kuno's not gonna say anything without his lawyer present. Lame. That rings some bells. Could this be connected to Night City? AKA the City of Rage. Nein, ich will mich nicht mit dem Jungen über lahmarschiges Zeug But it's unterhalten. not lame. There's a real tension there. City of Rage. There's definitely something going on here. Maybe he's got them stashed somewhere nearby. In some hidden place. Wie war das nochmal mit der Besorgung, die ich erledigen soll? Und illegalen Rauschgift, Kuno? Kuno gets it from his dad. Kuno and his dad are major suppliers. That's where Oha. Kuno gets his lightning on. Sein Alter gibt ihm Drogen. Ach du Scheiße. Problem is, Kuno and his dad had a little falling out. Now junkies clawing at Kuno's door. Streets going mad. Kuno's got to throw his dirty popo man at it. Okay. Dirty popo man is you. In there is Kuno's violent dad on steroids. Kuno's dad does steroids and speed. If you can take him, you can have half of the speed. Wer ist dein Vater, Kuno? Kuno's dad is a fucking monster. He's the most violent man in Revachol. He doesn't give a shit about a single thing. He drinks too. Are you sure you can take on the most violent man in Revachol? In your condition? Über wie viel Stoff reden wir? Like half. A baggie, but like in this vial. Okay, Kuno's listening. Ich gehe da rein und lasse die Kugeln fliegen, um Speed zu bekommen, weil ich es brauche. Ich gehe da rein, aber nicht wegen des Speeds. Ich schnappe mir den gewalttätigsten Mann von Revachol.
Ich gehe da rein, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Ich bin ein Drogenfahnder, Kuno. Ich werde das Dreckszeug konfiszieren. Ich gehe da rein, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Ich bin Drogenfahnder, Kuno. Ich werde das Dreckszeug konfiszieren. Du lügst, du brauchst Speed. Ich gehe da nicht rein. Sure, whatever. If you survive, make sure to bring that shit back to Kuno. Kuno's almost out. You wouldn't like the Kuno when he's out. Jinx, Jinx, immer schön mit der Nase wackeln. Just get in the apartment building. Kuno knows you already fucked your way in. Kuno knows everything. Go to room 12, first floor, and kick down the door. Police violence style. Kuno style. And then it's action time. You're locked in the room with violent fuckhead. That's it. Next time Kuno sees you, you better have his shit. Das ist alles. What the hell are you signing us up for here? Ich werde Kunos Vater töten. Ich bin ein übler Suchtbulle und ich werde mir meinen Stoff besorgen. Kommen Sie, Kim. Es ist doch klar, dass ich es nicht nehmen werde. Wir müssen die Drogen aus Reichweite eines Minderjährigen schaffen. Okay, then. Ja. Kuno doesn't fucking care. Das Kind ist auf Drogen und wir müssen was dagegen tun. Wir haben eine neue Hose. Was macht denn die hier eigentlich? Königreich des Wissens. Eine Trainingshose, die das aussieht und die Schuhe dazu. Oh mein Gott, das ist ja ein richtig krasser Stil. Die Socken kommen da durch, oder? Ja. Gewandtheit 2. Sogar auf eine 5. Teile 1 Kilo mit Kuno. Hole das Speed aus Kunos Wohnung. Schalte Kunos Vater aus. Optional. Betritt Wohnung 12 im Capacit Apartments Gebäude und hole Kunos Speed. Teile es mit ihm, um eure Freundschaft zu festigen. Und wer weiß, welche Geheimnissen du so auf die Spur kommst. Es ist 21 Uhr. Wir können jetzt einfach mal zu dem Typen gehen, der da wohnt. Wie kam man denn da noch mal hin? Außenrum, ne? So, auch erledigt. Das Naserümpfen. Ah, nee, Briefwahl beantragen, ne? Sehr gut. Korrekt. Beides. Naserümpfen auch. Okay. So, nach 21 Uhr sollten wir da hoch. Und mit dem Typen sprechen. Wäre nun ein Glas Sekt dekadent? Nö, auf keinen Fall. Gönne dir das. Gönne dir das einfach. A shabby door hangs oddly on its hinges, secured to the doorframe with a safety chain. An unpaid energy bill is attached, threatening to cut off the electricity. It's addressed to Mr. Uno de Reuter. Oh, ich kann die Tür aufbrechen, ne? Herr Uno de Reuter. Das gucken wir uns später an. Wir müssen jetzt erstmal oben hin. Aber wir sprechen dann mit dem Vater. Zur Not verkloppen wir ihn. Das ist alles kein Problem. Unterhalb der Woche. Unterhalb der Woche. Unter der Woche kenne ich. Unterhalb kenne ich nicht als Beschreibung. Unter der Woche. Während. Überhalb der Woche ist dann am Wochenende. Ja, genau. Aber ich weiß nicht. Sagt man unterhalb der Woche? Unter der Woche, wie gesagt, kenne ich. Ah, guck, hier steht er. Gendarmerie, you found me. It feels like a Friday. He seems to be in a good mood tonight. Wir haben Ihre Anspielung verstanden. Der Schlüssel lag unter dem Stein. Beautiful. So tell me, are you here to make things right again? Das ist mein Ziel, ja. Beautiful. I have some good news for you. My Sunday friend is visiting me tonight.
I told him about you and he'd like to say hello. Step in. He's already waiting. My Sunday Friend. Wer ist denn der Sonntagsfreund? Ist heute Freitag? Fühlt sich an wie Freitag. Warum sollte ich Ihren Freund kennenlernen wollen? Nee, erstmal das hier. It does feel like the end of the week. It's so magical. The white falling against the black. Warum sollte ich Ihren Freund kennenlernen wollen? Trust me. You do. Na schön, wir werden mit ihm sprechen. Vorher will ich aber mit Ihnen reden. Ich habe so viele Fragen. That's nice, but I don't have anything to tell you. It's my friend you're looking for, not me. He takes another drag of his unfiltered cigarette and looks around. Ungefilterte It's getting dark, Zigaretten. and the neighboring windows have lit up, one by one. Der gönnt sich wo richtig. Besides, I've got to run. Aber ich habe sie doch gerade erst wiedergefunden. Just look at it. It's a beautiful night. Who's going to stay in on a night like this? Ich? Danke für deinen Raid. Hallo Shy Guy, grüß dich. Bist du schon Level 300? Nur wenn Sie versprechen, dass wir uns wieder unterhalten, es ist wichtig. Something flutters in the corner of the lieutenant's mouth as you're saying those words. We'll talk. Just not tonight. Take care, alright? ...204, okay. Hallo Enno, grüß dich und auch vielen Dank dir für den Raid. Schönen guten Abend. Lief Fortnite gut, hab da nur Victory Royals geholt bestimmt, oder? Irgendwas irgendwas an ihm ist so anders, dass ich es gar nicht genau ausmachen kann. Gehen wir, Kim. Wir müssen seinen Sonntagsfreund befragen. Right after you. Ah, hallo Gurkenking. Nee, heute waren die Gruppen sehr komisch. Alle voll salzig. Naja. Naja. Ich war schneller als Enno, ja. Warst du. Ist man kurz weg, wird man abgeschoben vom Enno. Wow. Hier, geh weg. Niemand schiebt dich ab. Guck mal, die sind doch alle noch da. Richtig auf Krawall gebürstet. Richtig hier auf Krawallbürste. So, wir gehen mal rein. Wer ist denn jetzt der Sonntagsfreund? Ist das so eine Liebschaft? Kommt der nur sonntags zu Besuch? Scheint so, oder? Aber dass der Raucher uns seine Wohnung alleine überlässt, obwohl der Sonntagsfreund ist ja da. Ah ne, der kommt heute noch zu Besuch, hat er gesagt, ne? Wir haben dich doch alle lieb. Besser ist das. Hallo Engelchen und wie gesagt, hallo Gurke und hallo Trail und hallo Schei. Ein vierteljährlich erscheinendes Wirtschaftsmagazin. Oh, da steht einer. Teller, die in einen Topf einweichen. Ein leerer Aschenbecher. Flugblätter, die für Untergrundpartys werben. Ein Himmelbett hat er. Ein exquisites Himmelbett aus Metall. Oh, was ist denn hier? Ein samarianischer Kegelhut. Logik +1. Ich habe ja momentan die Kappe auf, aber der Kegelhut wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich habe momentan die Fallen-Zipfelmütze. Die passt gut zur Trainingshose. Da passt jetzt das Oberteil nicht zu, aber wir hätten ja auch eine Fallenjacke, oder? Hier, so eine Sportjacke. Da sehe ich richtig fit aus. Kann ich laufen gehen? Logik. So, was macht denn dieser Kegelhut? Logik +1. Höchst einleuchtend, dass ein Bulle ihn trägt. Und taktlose Junggesellenfeier -1. Was habe ich denn gerade auf dem Kopf? Ich habe Logik +2. Ich setze mal kurz auf. Ja, nee, eher nicht. Aber wir müssen noch die Beschreibung zu dem Hut lesen. Ey, Draven, grüß dich, na? Schönen guten Abend. Hello.
Scheim, mein zartes Reh. Oh, da kriege ich Hunger. Kriege ich Appetit. Auf Rehfleisch. Dieser lohfarbene, kegelförmige Hut wirkt wie ein samarianischer Funkturm, bei dem die Strohhalme wie Antennen herausragen. Zum Glück kannst du die Reaktion der Leute nicht sehen, wenn du mit dieser höchst taktlosen Kopfbedeckung herumschlenderst. Ja gut, wir ziehen die nicht an. Nee. Wir haben schon wieder eine Stufe, ne? Wir haben schon 4 Punkte. Hier können wir schon mal wieder was steigern. Befrage den Sonntagsfreund. Endlich hast du den geheimnisvollen Raucher vom Balkon getroffen. Er hat dir geraten, mit seinem Freund zu sprechen. Dieser Freund wartet drinnen in Wohnung 28 auf dich. Suche ihn sofort auf. Später ist er nicht mehr da. Ist schon wieder Jagdsaison? Ja, so wild. Mit schönen Kartoffeln und Rotkohl oder sowas. Oh, zartes Reh. Ist wohl eher ein alter Wallach. Ja, stimmt auch wieder, Thomas. Hast du recht. Da geht das Gestänker schon wieder los. Warst du denn, Thomas, heute mal in scheiß Stream? Der hat doch mehrere Streams, glaube ich, 2 heute gemacht. Fortnite und dann noch irgendwie so ein anderes Spiel. Der Stänker, Heini. Was ist denn hier noch drin? Oh, eine Seidenrobe für Partydrachen. Schauspielkunst. Warte mal, das passt doch zusammen, oder? Das ist ein perfektes Outfit hier. Oh mein Gott, ey. Oh, ich hab hier... Nee, jetzt zieh doch mal hier den Blazer an. Das Sakko. So, was macht denn die Seidenrobe für Partydrachen? Schauspielkunst, werde zum Drachen. Dann hätte ich noch Schauspielkunst nochmal +1. Elektrochemie, werde zum Junkie in einem seltsamen Bademantel. Ja, ich war bei Final Fantasy. Ja, genau, leider. Dieser seitig glatte Bademantel in lebhaften Blautönen hat auf der Vorderseite einen brüllenden Drachen, der bereit ist, in die Nacht hinauszufliegen. Zum Festziehen wurde ein roter Gürtel angebracht. Das ist zwar kulturell unsensibel, aber nur für Leute, die nicht aus Seoul kommen. Die echten Seoliten kümmert es wahrscheinlich nicht. Ein altes Foto derselben Wohnung aus dem Jahr 01. Alt ist wirklich, wir haben über 50, ne? Also das ist schon über 50 Jahre alt, das Bild. Was ist hier? Wie Sie sehen, führen mich Regierungsangelegenheiten in alle Ecken Revachols. Der arbeitet bei der Regierung, okay. Farbeimer stehen auf ausgelegten alten Zeitungen. Irgendjemand beobachtet einen immer. So, dann sprechen wir mal mit ihm. So, ihr geilen Schnecken, meine Kleine wartet und möchte mit dem Papa baden. Wir riechen uns. Viel Spaß beim Planschen, schönen Abend noch und danke fürs Hallo sagen und fühle dich, wie gesagt, nicht zu abgeschoben. Viel Spaß, genau. Officers of the Revachol Citizens Militia. Der Mann in legerer Geschäftskleidung nimmt seine Manschettenknöpfe ab. Will der sich prügeln? My name is Charles Vildrouin, Ja. and I am an official with the coalition government. Ja. I work for the Institute of Price Stability on assignment from Sur-la-Clé. Preisstabilität, das klingt wie Preisstabilität. Ich wurde aus Sur-la-Clé abgeordnet. I heard you talking to my friend outside. Very good. Super. I am here to assist you in any way possible. Ask me about the hanging. Fragen Sie mich nach dem Lynchmord. Oha, weiß der was darüber? 4 Enten. 4 Quietsche-Enten. Sehr schön. Sehr schön. Es gibt ja so witzige verschiedene Arten von Quietsche-Enten. Also die Standardgelbe kennt man ja, aber so dann in verschiedensten Formen und Farben. Die Niesmuschel hat auch eine große Quietsche-Enten-Sammlung. Ich erinnere mich an 2 Fallout-Quietsche-Enten. Die sehen echt cool aus.
Und ich glaube, ganz besonders haben sie sich gefreut über die Donald Trump-Ente aus den USA, habe ich die importiert nach Europa. Bevor wir fortfahren, muss ich Sie einfach nach diesem wundervollen Betthimmel fragen. Oh yes, my friend has a great eye for these things. He refuses to tell me where it came from. It's a mystery. I believe they call this type of frame industrial. It's very comfy. That's really all I can tell you about it. The lieutenant takes out his notebook and nods to you to proceed. Ich habe Vereinsenten. Knapp 250 Quietscheentchen. Wo stellt man die denn auf? Hast du da so ein riesen Regal im Bad, wo die Reihe und Glied nebeneinander so stehen? Oder wie ist das? 250? Oder sehen die alle gleich aus und du kannst sie dann so als Giveaway jemandem geben? Die sind alle in der Badewanne? Stell dir das mal vor. 250 Badeenten, dann machst du noch einen Tropfen Wasser rein, dann kannst du dich raufschmeißen. Da gehören die hin. Hast du recht? Frau Mumpitz, du hast wieder mal recht. Enten statt Schaumbad. Genau. Und wie war's Bad? Ein bisschen quietschig, aber sonst ganz gut. Sie waren tatsächlich Zeuge des Lynchmords? I'm sorry to say I did, officer. Du drehst dich zum Lieutenant. Das ist genau der Durchbruch, auf den wir gewartet haben. Easy, Detective. No need to jump to conclusions. Liegt das daran, dass Sie ihn begangen haben? Bitte fangen Sie ganz von vorne an, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Officer, it's very difficult to describe what I saw that night. It was so surreal to me, like in a play. Wie in einer Aufführung, oha. Sind in der Wohnung verteilt. Überall eine Quietscheente in Griffreichweite. Sehr schön. Sehr, sehr schön. He holds out his hands and blossoms his fingers, like a drama teacher setting the scene. What do you mean, like in a play? It was just so strange. I could barely comprehend what was happening. I was on the balcony when it happened, getting some fresh air. I remember that first they came in, carrying what looked like a body. And then I saw all the surrounding windows go dead, one by one. Dann ging in sämtlichen benachbarten Fenster das Licht aus. Die haben alle sozusagen das Licht ausgemacht. Oder? Mir fällt dazu das Video ein in die Wiedergabeliste The Bit with the Ducks von James Veitch is a terrible roommate. Okay, kenne ich nicht, sagt mir gar nichts. That's when I understood. I should not be seeing this. Sounds like the victim was unconscious, or at least incapacitated. Interesting. Wer waren sie? Können Sie beschreiben? I couldn't see their faces well, and there were quite a few of them. But they were very loud and very Martinez. Let's just say that the laboring classes can get rather expressive with their profanities. Musste mal kurz abhusten. Wollte euch mein entstelltes Gesicht nicht zeigen dabei und auch die Geräuschkulisse euch ersparen. Ich habe auch eine fette Ente, die habe ich Schei genannt. Aber Schei ist doch alles andere als fett. Der ist doch ein Strich in der Landschaft. Aber ist die dann größer oder ist die einfach nur aufgepustet? Also ist die im Vergleich zu den anderen 249 doppelt so groß? Oder wie? Und jetzt sehen die alle gleich aus, wenn du sagst Vereinsenten? Die ist größer, ne? Das ist bestimmt der Torwart, oder? Zu wie viel waren sie? I couldn't tell you exactly. Less than 10. Maybe 8? The lieutenant sends you a sharp look at the mention of that number. Stimmt, haben wir ja auch gesagt, oder? War eine der Personen ungeheuer groß, als ob sie 200 Kilo wiegt? That's a giant you're describing. No, they were all quite human, as far as I could tell. Sahen irgendwelche dieser Personen wie Schlagzeuger aus? Drummers?
Why? No. But then, I don't know what a drummer is supposed to look like. I think we can drop the drummer angle. That was my bad. Stimmt. Das war mit dem Fuß, ne? Ein Schuh war ja auf einer Seite, da war die Sohle so abgeschliffen. Und wir haben überlegt, woran das liegen könnte. Und dann haben wir überlegt, das könnte jemand sein, der den Fuß für die Arbeit benutzt. Und Kim meinte, es könnte ein Schlagzeuger sein, der immer mit dem rechten Fuß sozusagen die Trommel tritt. Aber es könnte vielleicht auch jemand sein, der in irgendeiner Fabrik arbeitet und mit dem Fuß immer auf irgendwie was tritt, damit sich was bewegt. Nähmaschine oder Schleifmaschine oder so. Wobei eigentlich macht man das nicht manuell, sondern das wird ja schon eine Maschine sein, die mit Strom versorgt ist oder so. Vereinsenten: Fortuna Düsseldorf, Hertha BSC, Schalke 04, BVB, Union Berlin und so weiter. Ach, nicht alle von einem Verein, sondern von verschiedenen. Ach so. Was passierte dann? I went back inside. Ich bin wieder hineingegangen. Were you able to see anything from inside? Officer, the yard was pitch black. There was nothing to see, but I could still hear their voices. They were threatening to kill that poor man. Waren es Männer, Frauen? All men, I presume. But again, I couldn't see very clearly. Wissen Sie, zu welcher Ethnie Sie gehört haben? I believe they were mostly white, though I believe I saw 2 Areopagites among them. And I am quite certain that one spoke with a Mesk accent. Was geschah als nächstes? Well, that's the strangest part, officer. Nothing happened. It was oddly quiet for a public lynching. Es geschah nichts. Sie haben einen Typen gelyncht. Eventually, their shouts died down, and that was all. There were no gunshots, no celebratory shouts, no anything. Es ist plötzlich still geworden. Einfach nur still geworden. Das ist ja... Was ist denn da los? Warum haben Sie nicht die BMR gerufen? Sie haben recht, das klingt eigenartig. Nee, erstmal BMR. You're right, of course. That is what one is supposed to do in such circumstances. Ja. I was simply in shock. Okay. Kann ich verstehen. I'm afraid I don't have anything else to add. About what time was all this happening, approximately? All I can say is that it was late. Ich muss mich nochmal vergewissern. Den eigentlichen Lynchmord haben Sie nicht gesehen, richtig? No, I didn't see the corpse until the following day. Krasse Vorstellung. Die sind da oben in ihrem Himmelbett und schlafen und unten erstickt einer, weil er aufgehängt wurde. It seems this wasn't the break you were hoping for. Nee. I think we have everything we need. Thank you for talking to us, Mr. Villedroit. Of course, anything I can do to assist the RCM. Was verschlägt einen Funktionär wie Sie nach Martinez? The coalition is only looking out for the price stability. Inflation is a killer, like a heart disease blocking the normal circulation of the economy. It must be controlled. The economy impacts the entire international community, which is why it requires international oversight. Also sind Sie ein Bürokrat? Yes, as I said before, I am a commissioner from Sur-la-Clé working for the Institute of Price Stability. Was ist die This is one of the main internationale projects of the Moral Inter. Gemeinschaft? La Communauté Internationale is what Revacholians colloquially call the coalition. In other words, the nations that stopped the disaster of the revolution. Mhm. Und was bezeichne ich dann als die Koalition? Your employer, technically speaking. The governing authority of Revachol. The RCM is but one part of this provisional administration. Was ist La Preisstabilité? It is the most important thing. Ah, das erklärt alles. Das sagt mir gar nichts. It's the central goal of any sound monetary policy. Maintaining the price stability is essential to maintaining high levels of economic activity, which is also essential wirklich for maintaining high levels of employment. Which is essential for maintaining the social stability. The Social Stabilité. Basically, it makes sure the price of bread doesn't change. Précisément. Too much inflation, bread becomes too expensive. Too much deflation, it becomes too cheap for bakers to produce.
That's why the Institute of Price Stability works to keep inflation just below 2%. Unter 2% wovon? Das ist faszinierend, aber ich wollte... Nee, wovon? But not too far below, no. Too below is also bad. Below, but close to 2%. Du äffst den nach, das wird sich rächen. Ich äffe den doch nicht nach. Ich führe ein sehr erwachsenes Gespräch hier gerade. Hallo Mad Max, grüß dich. Ja, richtig. Sherlock mit einem Alkoholproblem, aber immer noch Sherlock. Sie beantworten meine Fragen überhaupt The nicht. coalition believes in the importance of informing the public about the benefits of the price stability. Transparency is one of our principles. Would you like an informational pamphlet? Klar. A sound monetary policy is essential for addressing uncertainty. Stability is the raison d'être of the moral intern. It's the reason why I identify as a moralist. But oh, I don't have my leaflets on me today. That's too bad. You can always call our information line. Making information available is part of the moral intern's commitment to transparency. Ich habe von dieser Moral intern gehört, aber ich möchte mehr über sie It's erfahren. the International Organization for Moralists, hence Moralist International. The Institute of Price Stability is just one of its many mind babies, as is the coalition. Oh, du drehst dich zu Kim. Also arbeiten wir eigentlich für die Moral intern? There are more nefarious powers to work for than the moral intern. Du drehst dich wieder zum Sonntagsfreund. Sind Sie Moralist? But of course. Ob ich Moralist Well, bin? do you value freedom? Do you believe in a normal, stable world governed by democratic values? Ja. Lieutenant, sind Sie Moralist? Me? I'm a lieutenant of the RCM, dedicated to maintaining law and order in Ravachol. A very moralist answer. Martinez wirkt auf mich weder besonders normal noch stabil. Martinez? No. No. Martinez is something else. No. No. Hallo Avis, grüß dich. Ich erhebe meine Teetasse auf dich. Einen wunderschönen Mittwoch auch dir. Was ist mit dem Rest von Rebachol gehört, der zur normalen Welt? Revachol is generally difficult. It's led by an interim government, which Das ist means schwierig, it ja. hasn't yet achieved full democracy. Ja. But they are working towards it. You're all doing very well here, relatively speaking. Jedes Mal, wenn ich mit Menschen rede, habe ich das Gefühl, Option D, keine der oben genannten Antworten zu wählen. Ist das Moralismus? Oh mein Gott. Die Demokratie ist ein bedeutungsloser Schwindel, solange sich die Arbeiterklasse unter dem Stiefelabsatz des Kapitals befindet. Moralismus ist die Ideologie ausländischer Besatzer. Rebachol muss von Rebacholern regiert werden. Ich glaube nicht, dass ich Moralist bin. Moralismus klingt unglaublich langweilig. Ich will mehr Action. Ich sag mal die 4. Is this option D usually the most reasonable answer? Ja. Ich habe ein Achievement bekommen. The world's most lawful centrist. Defend the political center 7 times. Okay. 3 klingt gleich nach Sozialismus. T ist immer gut, ja. 3 ist schon weg, ich weiß schon gar nicht mehr, was 3 war, aber ja, stimmt. Mit dem Stiefel unter dem Stiefel des Kapitals, oder? Ja, alle anderen sind total extrem. Fühlt sich an, als wäre ich von Wahnsinnigen umgeben. Für gewöhnlich ist es die langweiligste. Not boring, my friend. Responsible. Moralism is all about compromise and achieving the achievable. It's pragmatic, realistic, and level-headed. An ideology for doers. Are you a doer, my friend? Na klar bin ich It ein looks to Macher. me like you are. Ja. Now, enough of this delightful political interlude. Was there anything else you wanted to ask? Erzählen Sie mir von Sur la Clef. What's there to say?
Sur-la-Clé is a modern, Klee. urbanized country that Nicht measures Clef. very high on the Human Development and Freedom Index. Aha. Mostly, though, it's known as the executive heart of EPIS. EPIS, was ist das denn? Moreover, it is a great sponsor of less emerged countries. Revachol is only one of its many darlings whose progress it supports and cherishes. Darlings. Was macht Revachol zur Sur-la-Clefs Liebling? Because a great percentage of Revachol's culture hails from Sur-la-Clé. Its language, its people, its cuisine even. Or at least in the downtown La Delta area. So, jetzt frage ich mich mal, was er in der Wohnung macht. Die sind doch zusammen, oder? Die haben doch, da läuft doch was zwischen den beiden. Okay, aber was machen Sie hier in dieser Wohnung? Ah, well, I'm renovating it. It is an interesting project. The building used to be a 12-story skyscraper before the cannons took the top 4 stories off. This, of course, happened when the coalition forces landed here. Der renoviert hier und der sagt mir gerade, das war mal ein 12-stöckiges Gebäude, bevor die Kanonen die obersten 4 Stockwerke weggesprengt haben. Also hat es noch 8 Stockwerke. So nicht wenig. Der hat einen leichten französischen Akzent. Den haben sehr viele hier. Wir hatten auch mal eine Funkerin, eine Seniorin, und die haben alle so einen französischen Akzent. Ich finde das echt gut gemacht. Also die Vertonung ist große Klasse. You could say I'm undoing some of the material damage the international community caused when we arrived here. Wir haben genug über Berufliches gesprochen. Reden wir über etwas anderes. Whatever you wish, officer. Können Sie mir etwas über Ihren Freund erzählen? Ah, my friend. My friend is a good young man. His family immigrated here from Kedra, and life has not been easy for him. But he understands the importance of education. He has taken his future into his own hands, and that's all that matters. Die Entwickler, ist das nicht ein russisches Studio? Disco Elysium Entwickler. Warte mal. Zaum, Z-A-U-M. Disco Elysium was developed by Zaum, a company founded in 2016 by Estonian novelist Robert Kunitz, who served as the game lead writer and designer. Zaum Studios, die sitzen Estland, ja. Scheint so, ne? Estonian. London Office haben sie und sie haben eine in Brighton, aber ich weiß halt nicht. Disco, ich gucke noch mal kurz bei Wikipedia. Zaum. Setting, Plot, Awards. Z-A-U-M Studios. Company is a developer based in Estonia, but with an office in London. Okay, also sie kommen aus Estonia und haben aber in London, also in UK Büros. Ja. Was ist Kedra? Kedra is a candidate member of APIS. But, between you and me, their potential membership is a more contentious issue. Was wollen Sie damit sagen? That it's never going to happen. Oh, okay. They entered negotiations in 21 and it's been pending ever since. Seit 30 Jahren in Verhandlung? Was ist dieses EPIS, von dem Sie immer zu reden? EPIS is a very special program developed by the Moral Intern to support certain Occidental nations. It began as a unified system of weights and measures, which proved to be a wild success. Nothing but kilograms and centimeters as far as the eye can see. God, yes. Sweet standardization. The backbone of rationality and commerce. Die herrliche Standardisierung, das Rückgrat der Rationalität und des Handels.
It was such a wild success that we expanded it into an economic union for the processing of steel. Another success. And between you and me, the moral intern feels emboldened by this success. Emboldened to take EPIS to the next level. Okay, aber wofür steht es genau? Why, it stands for progress and stability, like the moral intern as a whole. Nein, wofür stehen die Buchstaben? It's been such a wild, extraordinary success thus far. We are very excited to take it to the next level. Sie hören mir überhaupt nicht zu, oder? A supranational political alliance. The United States of Occident. Wird sie dann so ähnlich wie das hier? You mean Revachol? No. No. It's going to have transparent democracy. Hello. Hello, Koshkonaft. I'm sorry, I don't speak Russian, but I can try to translate it with Google Translate. One moment, please. Greetings from Berlin in Germany. Let's see. Tolle Deutsche. Thank you for the compliment. Hello. Don't bother, bro. I already did. Greetings. Wird Revachol auch zu EPIS gehören? It's one day going to be a candidate member of EPIS, sure. Ja. Sagten Sie nicht, dass Beitrittskandidaten niemals Mitglieder werden? No. Candidate members do become members. Why do we even have the whole system in place if they don't? It just takes time. Time and evaluation. But we were talking about my friend here, not politics. Wie haben Sie zwei sich eigentlich How kennengelernt? did any of us become friends? Bad things happening on the Insulindian Isola? Oil platforms ablaze in the night? Civil wars lasting for years? Finally, the international community is forced to step in. Was reden Sie denn da? Niemand lernt sich so kennen. Au contraire. It's how millions of people end up where they are. Meeting the people they meet. It's how I came here. And my friend, too. Sie haben mir immer noch nicht erzählt, wer er ist. Sorry. Who? Er sieht flüchtig auf die Uhr. Ihr Freund, der Raucher auf dem Balkon. Wir haben doch gerade über ihn gesprochen. But I told you, officer. He's a bright young man here to pursue his education. Education is the foundation of our future, especially the arts. It is a cornerstone of our civilization. Schön. Wie lautet denn sein richtiger Name? Officer, you have to understand. I can't give you his personal information. Warum nicht? I'm sure you have your own methods and databases, right? Na klar. Please don't put me in this situation. Okay. Sie können mir also nicht mehr über ihn sagen, als dass er hier ist, um die Künste zu He's studieren. deeply enmeshed in the study of the fine arts, yes. Wie ist der Plan heute bezüglich Endzeit? 19 Uhr. Welche Künste studiert er denn? He's a truly free spirit. He likes all the arts. Perhaps graphic design, printmaking, who knows? The world is open wide for a talented youth like him. Also wie gesagt, bis 19 Uhr, 16 bis 19 Uhr. Wir haben sozusagen Halbzeit gerade. Genau, so sieht der Plan aus. Was haben Sie denn ganz alleine in seiner Wohnung verloren? I'm just enjoying the view. Welchen Ausblick? Draußen ist es dunkel. Listen. The Insulindian Bay. Was ist damit? This place used to be a luxury accommodation before the revolution. Ja. Apartments, of course, were much bigger then. A few walls have been added here and there, leaving some of the tenants without a private bathroom or a kitchen. But the million real view stays. You can't take that away. Ich hatte nach Ihrem Freund My gefragt. friend comes and goes. I'm sure you've seen him around. He's a busy bee. Ich wollte noch was anderes. I'm all ears, officer. Danke. Ich habe keine weiteren A Fragen. moment, officer. Do you have everything you need from me? I'm afraid we won't have the chance to speak again once you leave. Wieso können wir uns später nicht mehr unterhalten? It's against diplomatic best practices for an official in my position to be discussing murders with local militiamen. And I'm pressed for time. After you leave, I should be leaving as well. That's not the real reason he's so apprehensive.
Men in his position shouldn't be seen loitering around in underprivileged young men's apartments in the middle of the night. Das ist nicht der wahre Grund für seine Scheu. Männer in seiner Position sollten nicht mitten in der Nacht in den Wohnungen benachteiligter Jünglinge herumlungern. Danke für die Information, aber ich bin hier fertig. Of course. I'm sorry I couldn't do the break you were looking for. Good luck with the investigation. Danke. Thank you. Wir sollten schlafen gehen und ich hole mir noch ein paar Schuhe. Ich werde mir jetzt die Stiefel klauen. Let's leave. Haben wir alles angeguckt? Ja. Haben wir alles angefasst? Ja. Danke fürs Gespräch. Raus geht's. Oh, die Nase juckt heute. Irgendwie kriege ich noch einen Schlag ins Gesicht, glaube ich. Ich muss mal ins Bad Fugen reinigen. Alles klar. Hab dich auf den Ohren. Alles klar. Gutes Gelingen. Ich hab dich im Herzen. Oh, war das abgedroschen gerade, sorry. So, den Vater von Kuno kümmern wir uns morgen drum, glaube ich, oder? Das machen wir heute nicht mehr. Es ist ja schon fast 22 Uhr. Ich muss jetzt so tun, als ob ich schlafen gehe und dann sagen, Kim, bis morgen. Und dann geht der und dann kann ich nämlich runter zu der Leiche und dem die Schuhe ausziehen. Und dann kann ich mir die Stiefel holen. Muss die nur irgendwie waschen. Mal gucken, ob wir die überhaupt irgendwie gelöst kriegen von den Füßen. Boah, es ist stockdunkel, ne? Mitten in der Nacht. Die steht immer noch hier, die kleine Rotzgöre. Du bist ein schlechter Einfluss für Kuno. So, rein ins Whirling in Rags. Dann gucken wir nochmal durchs Fenster. Es stand ja immer, es ist zu früh, da durchzuschauen. Dann würde ich jetzt nochmal durchschauen. So kurz vor 22 Uhr. Behind the dockworkers, a ceiling-height window. The hawthorn branches scrape the glass. Es ist like noch zu bony früh. fingers. There's a little slide panel up there to let some air in. No need to open it and Warum ist es noch zu früh? Muss es 22 Uhr sein? Ah, meine Kollegen sind weg. Sind bestimmt schon auf dem Zimmer. Hey, was there something you needed? You're already set for the night. Your door is unlocked. Okay, stimmt. Die Nacht habe ich noch bezahlt und ab morgen penne ich bei der alten Frau im Fischerdorf. Kostenlos kann man da schlafen. Muss ich nicht mehr hier die Miete zahlen, ist viel zu teuer. Du musst etwas hinter seinem Rücken erledigen, schleiche dich raus. Wir sehen uns morgen früh. Tschüss! Ist er weg? Sehr gut. Hoffentlich kommt er jetzt nicht raus oder guckt nicht aus dem Fenster, während ich versuche, der Leiche die Schuhe auszuziehen. Toller Deutscher schrieb Casco laut Google, denn ich kann kein Belarussisch. Ja, ich auch nicht. Ich habe Google Translate auch angemacht und da stand auch Belarussisch, ja. Vielleicht war es nett gemeint oder auch nicht, ich weiß es nicht, aber er scheint schon wieder weg zu sein. Oder sie. So, wir gehen mal heimlich raus in der Nacht zur Leiche. Und dann sage ich morgen, oh, die Stiefel sind ja weg. Das ist ja
ist denn da passiert? Wir sind gemeinsam zur selben Zeit schlafen gegangen. The man is decomposing visibly now. Every hour, he looks less like a creature and more like a pile of intestines. The body is reluctant to let go of the boots, as though it were its last bit of dignity. Whoa! Kuno's little sneak pig's back for the booty. Yeah, fuck it to pieces for us, liar cop. It's not completely useless. You're able to reveal a little more of the putrid polymer sock beneath the boot. It feels like the leg is going to come off along with the boot, but you're able to get the boot to move a centimeter or two. See? The corpse doesn't care if you try to take his boots. He doesn't need them. He's probably glad to get rid of them. Du hebst die Leiche hoch und versuchst, die Stiefel von den Beinen abzuschütteln. Das ergibt keinen Sinn. Du steigst auf die Leiche, während du an den Stiefel zerrst. Da zertrete ich den noch nur. Du versuchst, die Stiefel Stück für Stück mit Drehbewegung freizubekommen. This is the right method. It takes some time, but eventually the boots come off. With nasty slices of polymer sock stuck to even bigger pieces of skin and rotting flesh. Eeeeee. Look, he's skinning the fucker up good. Pulko style. Hell, keep at it, pig. Du machst dir ein Bild vom Ausmaß des Schadens. The legs look like they've been clawed at by wild animals. As for the boots, you can't possibly do anything with them until you've cleaned and disinfected them thoroughly. Yes, these absolutely need to be washed before. The stink is incredible. Didn't the Whirling have a kitchen? Ich soll jetzt in die Küche vom Whirling gehen und die Stiefel da waschen? Das ist ja widerlich. Fairweather T500 Stiefel mit faulendem Fleisch. Rieche nicht an diesen Stiefeln. Am besten denkst du nicht einmal an sie. Außer natürlich daran, wie du sie wieder sauber bekommst. Stand jetzt sind sie unverkäuflich, untragbar und einfach nur widerwärtig. These boots were probably left on the corpse because they were impossible to pull off while it was hanging. They're not exactly pleasant to look at right now, much less smell. Du siehst dir die Stiefel ganz genau an. Graceful whirls cover the boot's glossy surface. These will be gorgeous once you get them clean. Du siehst dir die Sohlen der Stiefel an. Fairweather T500 VE is imprinted under each heel. Du blickst in die Stiefel hinein. Still, just pieces of sock and rotten cadaver. Oh, ich pack die mal weg. Ja, dann gehen wir mal in die Küche, ne? Ergattere die Stiefel des Erhängten. Wasche die Stiefel in irgendeiner Küche. Boah. There are 8 pairs of tracks in the mud. You won't get far without a lieutenant here to bounce thoughts off of. Okay, wir benutzen mal die Küche. Hoffentlich musst du heute nichts mehr abwaschen. Du musst etwas Zeit totschlagen, kaufe dir ein Buch. Beim Lesen vergeht die Zeit wie im Flug. Mhm. So. Wir gucken nochmal durchs Fenster. Behind the dockworkers, a ceiling height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. Zeitlich zu früh? This industrial gas-powered stove has been used to prepare food for many hungry hostel guests. There are several pots and pans on hand.
Getting the corpse residue out of these boots is going to require patience, and also a huge pot full of boiling water, soap, and white vinegar. A commercial pot draws your attention. It's very large, gigantic even. It could be used to make enough stew to feed an entire city, and also to boil a putrid pair of death boots. There is a variety of soaps and bleaches in the cabinet to the left of the stove. There is also a bottle of white vinegar in the cabinet next to the fridge. It's bad with those boots. Don't be stingy now. Spüli, genau das brauche ich. Du gibst jede Menge Spülmittel in den Topf. Die Stiefel sind echt widerlich. Du gibst etwas Spüli und die Flasche mit klarem Essig in den Topf. Essig, wir brauchen auch Essig. The delicious smells of cheap soap and vinegar waft up from the pot. All right now, chef. Light up the stove and boil them. Du gibst Wasser und die Stiefel in den Topf. Dann lässt du alles schön aufkochen. The strong smell of vinegar forces you to step away from the pot. The water slowly comes to a boil. Strips of polymer fabric and human tissue separate from the lining of the boots. They float to the bubbling surface. Du wartest noch The etwas boots länger. look cleaner and cleaner. Those bits of human flesh are beginning to look cooked. You can smell it too. Just like beef stew. Genau wie Rindergulasch. That's it, chef. The boots are as clean as they're going to get. Steam, dense with the smell of strange meat, disappears into the vent above the stove. Du entsorgst die Socke und das Schmorfleisch und begutachtest deine neuen Stiefel. Pair of real beauties. The boots are shiny, hot, and reek of vinegar. Just perfect. Meisterkoch meldet sich ab. Jetzt habe ich neue Stiefel. Diese Beinschienen sind federleicht und ein klein wenig zu groß für dich. Aber das sollte dich nicht kümmern. Wenn du sie trägst, siehst du aus wie ein Krieger der Zukunft. Und sie schützen dich auch noch. Wenn du dir aus Versehen in den Fuß schießt, lohnt sich richtig. +2 Autorität, festen Schrittes, -1 Beherrschung, zu große Fußstapfen. Autorität plus, das ist natürlich wichtig dann für das Gespräch mit dem Vater von Kuno. Aber irgendwie habe ich Autorität, glaube ich, auch Minus, oder? Autorität 2, -1 durch Gedanken. Komme ich auf eine 4 immerhin. Schauspielkunst. Erhöhen. Auf 9. Richtig gut. Bing, bing. Den Rest heben wir uns noch auf. Annehmen. So, muss los zum Amnesty-Treffen. Schönen Abend noch und streamen euch. Komm gut durch den Termin. Habt einen schönen Abend auch noch. Danke fürs Hiersein. Und wie gesagt, wir machen noch eine knappe Stunde und dann ist auch bald Feierabend. I've got nothing to say to you. Okay, tschüss. Wir lesen uns. Looks like the circus left town, but the clowns are still here. Du überzeugst dich von deiner Autorität, 3%. A witness? You ain't got shit. The locals would never come to you with this. That's just Koptaktis, Titus. Next, he's gonna tell you one of us already rolled on the others, and is in witness protection. Mein Zeuge kommt nicht von hier. Well, let's hear it then. Who is your mystery fella? Den werde ich nicht verraten, dann bringen die den auch noch um. This goes without saying, but nonetheless, don't give out his name. Es versteht sich zwar von selbst, aber trotzdem nenn nicht seinen Namen.
Genau, das wäre die 1. Sagen wir einfach, er ist ein hochrangiger Regierungsbeamter und Belastung ist dabei. Wer er ist irrelevant. It's like you said, Al. Copper's coming up with this on the spot. There is no witness. I've seen this shit a million times, Titus. Fly fishing. They are desperate. Tell us, Copper, what wacky claims did he make? Der Zeuge hat gesagt, das Hängen sei sehr ruhig vonstatten gegangen. Kein Gebrüll, kein Tumult. It's you assholes that feel the need to go around like a fucking brass band. The Hardy Boys are dead silent. Yeah, it's like they put cowbells on you before they send you to the streets. What's with the cowbells, policeman? Damn, they wormed their way out of it, somehow. Try something else if you can. Der Zeuge hat gesagt, er habe 2 Leute areopagitischer Herkunft gesehen und einen Mesken. Areopagite? Boss, I think he's trying to say me and Theo. Well, yeah. What is confusing you? Eugene, Theo, and Elaine were there too. I already told you. We were all there. Der Zeuge hat gesagt, das alles hätte wie eine surreale Aufführung ausgesehen. That means absolutely nothing to me. Sounds like some made-up horse shit. Es bedeutet, dass die ganze Szene langatmig war, wie bei einem Film. What is this fella's problem? Sorry we didn't make it more action-packed. It wasn't the first thing on our minds, you see? Great witness. Zeugen gefunden, über den 8. Hardy gesprochen. Everett hat um die Kooperation gebeten und -1. Wir haben momentan eine Autorität von 2. Das reicht noch nicht. Ich muss mir die Stiefel anziehen. Wow, im Bad verliert mein Kopfhörer die Verbindung. Bluetooth reicht nicht so weit, ne? The dockworkers. Ja. A ceiling height window. Okay. Das fühlt sich richtig an. Du gehörst hierher. Ich würde euch ja gern was singen oder was tanzen, aber irgendwie können wir eigentlich Zeit verbringen? War da nicht irgendwas mit Warten? Vergessen? Auf einer Bank konnte man sitzen und warten, ne? Nö. Und das war so lieb von dir eben, wo ich losgestiefelt bin im Herzen. Ach Mensch. Ist das die Disco? Na, es sieht so ein bisschen aus, ne? Da dreht sich so eine Disco-Kugel. Und dann sind ja so Dots, Lichtpunkte. Ja, könnte sein. Wo ist denn das Auto? Ist das abends weg? Hat er das weggefahren? You sit on the wind-worn wooden planks of the bench. Your feet ache. 1 Stunde. Warten. 23:43. You finally stop picking your nose. Kann ich 1500 Punkte einsetzen und du machst einen Outfitwechsel? Nur bei Spider-Man. Bei Disco? Nee, da will ich schon ein bisschen Einfluss darauf haben, was ich für Skills, also für Boni kriege. Du willst mir ja nur irgendwelche lustigen, keine Ahnung, den Bademantel und den Strohhut aufsetzen und dann kann ich aber damit nichts machen. Wie geht's dir, Hagen? Alle Dudes soweit? Ist es denn jetzt schon spät genug? Oh, die sind weg?
Und durchs Fenster gucken kann ich jetzt auch nicht mehr. Mal gucken, ob ich morgen wieder durchs Fenster gucken kann. Weiß ich nicht. Nichts geht über Geld. Wir gehen mal nach oben. Wir gehen mal schlafen. Utini! Hallo Morian, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, dir geht's gut. Bongo Cat. Oder so. A mirror hangs on the bathroom wall. In it, your face, adorned with the expression. The expression. Na, dann schlafen The wir bed mal is still cold from the broken window, and not. It's not easy, but your bones are so tired from what feel like weeks of work on the case. You have to try. After what feels like hours, you feel you might be sleeping. Thoughts, baby. A million little lights in the dark. You're one fine instrument, brother. All those faces and all those names. All that laughter and screaming and scheming around. Every corner and every street. Recorded in you forever on Faraday. Die Stimmen sind schon ziemlich krass, oder? No, you're spinning tapes at the discotheque. The great unceasing disco of the mind. The flash, the bang, the endless learning experience. On and on it goes, for untold hours. At the disco where you first asked her to dance. Rising, rising, above the dark curvature, the great wingspan of sleep, studded with stars. Behold, there are millions of them down there. The first time, the last time, the smoke in her mouth, the plotted flowers, the faces turning, changing. It's the world, Harry boy, and you're made of it. Every day you're out there, you make more of yourself from it. I'm afraid you can't be unmade now. Meinst du, dass das derselbe Sprecher ist? Vom limbischen System und von Kuno? Könnte sein. You can never forget this shit. Beautiful. It's stuck on loop, whirling, spitting out words and images. You're the son of the world again. Harrister, a ceaseless agent, picking up litter and old newspapers, collecting your little bubblegum wrappers and idiotic picture postcards. Meaningless, meaningless keepsakes. Reading your awful letters and recalling things, aren't you? The endless names of the world. An address book you are. The map of a city. Aber was, wenn ich der Akteur des Nichts sein will? It's too late.
You're not made of nothing anymore. You're something now, Harry. I tried to drown you in the black water, but you re-emerged, kicking and screaming, running. And for what? For the working class. Für die Arbeiterklasse. Rhetorik. For the money, baby. Für das Geld. For the greater good. Für das Allgemeinwohl. Rhetorik, Gewandtheit, Empathie. Solving your little crossword puzzles. Doing your tasks. Crossing names off lists. Trying to become some sort of world detector. It won't make it okay. It won't put smoke back in her mouth. Ich errichte den Kommunismus für jedermann. Dieses Mal wird es nicht daneben gehen. Mir geht es nur um mein wirtschaftliches Eigeninteresse. Wir machen Fortschritte, stetige, allmähliche Fortschritte. Vergesst die Politik. Wenn ich so weitermache, werde ich nie schlafen. Nee, hier 3. Wo ist der Ton? Jetzt geht das schon wieder los. Unser Harry ist ein durch und durch politisches Wesen. Er hat immer noch nicht gemerkt, dass die Welt ihn verändert. He's got no idea what he's in for. Warum nicht? 'Cause only love can break your heart. Ist das freakig? Du spürst das Kissen unter deiner Wange. Beep, beep, beep. The alarm is ringing, Harry. The disco circus goes on and on. You barely slept 3 hours last night. Na wunderbar. Do it for the picture puzzle. Put it all together. Solve the world. One conversation at a time. Dann machen wir die Augen auf. Ey, 3 Stunden Schlaf ist nicht viel, ne? Das ist verdammt wenig. Ey, wenn ich überlege, 3 Stunden Schlaf, da bin ich nicht zu gebrauchen. Da bin ich für nichts zu gebrauchen, außer zu schlafen. Es ist 7:30 Uhr. Good. You're up. Listen, there's something that's been bothering you for a few days now. Was für eine Sache denn? It's a suspicion, or a feeling really, that things are not quite in hand around here. Reicht für einen Mittagsschlaf. Entschuldigung. An earth-shattering deduction from your psyche. What will those guys come up with next? In meinem Oberstübchen, da ist irgendwas nicht in Ordnung, glaube ich. Every day, things seem to spin more and more wildly, out of control. The center isn't holding. And despite your efforts to moderate and contain these energies, things only seem to be getting worse. Moment mal, ich dachte eigentlich, dass alles ganz gut läuft. Kommen wir direkt auf den Punkt, was ist zu tun? Nein, nicht mein Problem. Nee, kommen wir direkt auf den Punkt, was ist zu tun? You've got to find out who bears la responsabilité. Ich dachte, ich würde bereits Verantwortung zuweisen für den Mord. Harry, you're thinking about this too narrowly. La responsabilité isn't concerned with trivial questions like who killed who. It's about the real issues, the human welfare index, the price of staple goods, the transition to real democracy. Moment mal, was genau ist la Responsabilité? The most awesome, terrible thing. Die tollste und schrecklichste Sache zugleich. It is human nature to crave la responsabilité and to deny it. That's why it must be distributed across many different organizations, agencies, offices and portfolios. Alles klar, immer her damit, ich werde die Verantwortung übernehmen. Whoa. This isn't some kind of dictatorship. You can simply seize la responsabilité for yourself. It must be given by legitimate authority. Aha. Like a committee. Augenblick mal, haben wir für all das wirklich Zeit? Und wer sollte diesem Komitee angehören? Only the most even-keeled minds in Martinez. Your half-brother, the lieutenant, is a natural place to start. Together,
you'll be able to discover who has la responsabilité in Revachol. And, if necessary, you'll have the wisdom and expertise to assign it among yourselves. Mhm. Und was passiert, nachdem wir die Verantwortung zugewiesen Most haben? likely, your findings will be collected in a report, which will be carefully reviewed by your superiors. Once they've reviewed it, those same superiors will produce a set of recommendations to be taken up at the next meeting of the Standing Committee. Rest assured, no matter what happens, it will be done through the proper channels. Ich bin bereit, diese fantastische Last auf mich zu nehmen. Good luck. Your report is eagerly anticipated. Hier unten herrscht Chaos. Jemand muss etwas dagegen unternehmen. Zuerst solltest du aber ein Komitee mit anderen Moralisten bilden, um gemeinsam zu entscheiden, wessen Aufgabe das ist. Das hat schon wieder am Hals gekratzt. Mehr Tee. Mehr Tee hinter die Binde kippen. Bilde ein moralistisches Komitee, um jemandem die Verantwortung zuzuweisen. Vielleicht weiß Kim ja einen Ansatzpunkt. Okay. Kann ich gleich wieder schlafen gehen? The bed is still cold from the broken window. Okay, geht noch nicht. Der ist bestimmt schon unten, oder? So, 23:30 war zu spät, 22:30 war zu früh. Vielleicht meinen die auch den Tag und nicht die Uhrzeit, um da durchzuschauen. Ich weiß es nicht. Speicher. Guten Morgen. Na, hast du gut geschlafen? Yes. Kim, wir müssen uns über Verantwortung unterhalten. I'm glad to hear it, Detective. I was wondering when we'd get to this very subject. Gut, dann sind wir auf derselben Wellenlänge. If you ask me, it's high time for you to put the bottle away. Sober up, get back to basics. That would be my advice. Oh, ich werde die Trinkerei nicht abschwören. Sie hat mich überhaupt erst dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Lassen Sie mir wenigstens meine Zigaretten, Kim. Ich rauche sie nur für die Boni. Ja, stimmt. Gibt ja Boni für Alkohol und Zigarettenkonsum in dem Spiel. Wie lange müssen die Nudeln kochen? Diese Nudeln, diese roten Nudeln da? Ich weiß nicht, steht das nicht auf der Verpackung? Ich würde sagen so 7 Minuten, 6, 7 Minuten. Vielleicht auch weniger, nicht, dass sie zerfallen. Machst du die jetzt doch, die Nudeln? Es ist schon so lange her, dass ich die gemacht habe. Ich habe die, glaube ich, unter 10 Minuten gekocht. Oder? Ah, aus dem Unverpacktladen hast du die. Dann mach mal 10 Minuten. Du kannst ja nach 10 Minuten mal eine Nudel rausklauben. Am besten nicht mit den Fingern, sondern mit was anderem. Abschrecken und draufbeißen, ob die bis fest noch ist. Ich google das mal, okay. Ich habe damit eher Sie wissen schon, diejenige, die zugewiesen wird. Why are you pronouncing it like that gentleman from the Institute of Price Stability? You know what? Forget it. What specifically are you trying to assign responsibility for? Für meine Katastrophe von einem Leben. But isn't that your job? Nein, das ist alles viel nuancierter. Man darf die ganze historische und sozioökonomische Dimension nicht außer Acht lassen. Ah, now I understand. Next, I suppose you're going to tell me you need to form a committee to assign this responsibility? Woher wussten Sie das? Simple. Because moral intern types love to form committees. In any event, I am just a humble law official. I may work under the moral intern's umbrella, but I'm certainly not qualified to serve on any committee.
Hat der ein Stinktier auf dem Kopf? Das sieht so ein bisschen aus. Nein, das ist eine sehr sportliche Mütze. Ich zeig die gleich mal. You know who might be, though? That Mr. Villedroit, the gentleman you met in the young man's apartment. If I were trying to get in touch with the coalition, I would start by seeking him out. But first, you might need to speak with his young companion. Now, was there anything else? Das ist eine Fallenzipfelmütze. Die, ein Beanie oder so. Die sieht halt aus wie ein Stinktier, aber es ist kein Stinktier. Kannst du mir glauben? Guck, jetzt guckt er gerade so zur Seite. Vielleicht ist es auch wie so ein Radfahrerhelm. Glaub ich mal. Sehr gut. Yes? What is it? Hören Sie, es gibt etwas, das mir keine Ruhe lässt. Sind wir vom gleichen Revier oder nicht? God damn it, you live alone. Keep your weird bullshit to yourself and be professional for once, for fuck's sake. Can I actually help you with something? Yes, of course. Preposterous. I mean, you would remember if they were, right? Who forgets their squad mates? That's not possible. Gehören Sie zu ihm? Of course I'm with him. Er ist ein Why do you Arschloch. ask? Sie sehen wie ein hübsches Paar aus. Ging mir nur so gerade durch den The Kopf. sooner you figure this hanging out, the sooner everyone can go home. Frau mit Pferdegesicht. Again? I can't believe this shit. Mann mit Sonnenbrille. He might be wearing a disguise. Hören Sie, ich muss überfragen, sind wir vom gleichen Revier? I'm going to say no. Just to see what you'll say to that. What'd you say? Okay. Okay. Jean, he said okay. Give it a rest. Okay, I was clearly wrong. He is a firefighter, male nurse, animal control agent, something of that kind. Not a cop. Go on with your cop work. Don't let me stop you again. Coole Sonnenbrille, tragen Sie die zur Tarnung? Yes, it's a hobby of mine. Auf Wiedersehen. Hey, was there something you needed? Nö, ab heute schlafe ich nicht mehr hier. Ich hab eine kostenlose Unterkunft gefunden. Ha 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 ha. Hello, officer. I think I almost have it. A new trap design, that is. I know you're skeptical, but I have a good feeling about this. Wussten Sie, dass Gary die Rüstung versteckt hatte? Hell no. I had no idea. And I'm still cross with him, to be honest. It's not like him. He's got his quirks, but dishonesty, disloyalty are not one of them. I don't know what got into him, officer. Thank you for letting him off easy. He won't forget it. We'll make sure he won't. So, jetzt gucken wir mal durchs Fenster. Behind the dockworkers, a ceiling height window. The hawthorn branches scrape the glass like bony fingers. Es ist immer noch zu früh. So, wir lassen jetzt mal die Leiche abholen. Mal gucken, was Kim sagt. Der hat ja keine Stiefel mehr. Ich hätte ihm vielleicht andere Stiefel einfach anziehen sollen. Stiefeln. Andere Stiefelns. Mehrzahl von Stiefels, Stiefeln. Der Stiefel, die Stiefeln. Ist doch richtiges Deutsch, oder? Wir verkloppen jetzt den Vater von Kuno. The man is decomposing visibly now. Every hour,
He looks less like Oder a der Vater creature and verkloppt more uns. like a pile of intestines. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Töten wir ihn ein, schaffen sie ihn weg. Okay. I need a little help for carrying him to the holding pen of my kinema. I can take care of the rest. Was soll ich in der Zwischenzeit machen? Continue working here. The locals, the case, or attend to your own business. I will meet you downstairs in the Whirling in Rags tomorrow morning, 7:30 sharp. This means Lieutenant Kitsuragi will leave the party until tomorrow morning. You're free to do side tasks and even the main case, though it might be more difficult. Du steckst die Leiche in den Sack und schleppst sie zum Motorwagen. Okay, das heißt, er bringt jetzt die Leiche weg und ist jetzt für die nächsten 24 Stunden nicht mehr verfügbar. Der Stiefel, die Stiefels. Thomas, grüß dich, hallo. Aber ist das nicht Stiefelze? Muss da nicht noch ein E hinten ran? So, wir kümmern uns mal um Kunos Vater. Da muss ich mich aber umziehen. Nur im Dativ. Wie geht's dir? Alles gut soweit? Die meisten Würfelproben verfügen über geheime Schwierigkeitsmodifikatoren. Gelegentlich kann ein Gespräch mit der richtigen Person eine gesperrte weiße Würfelprobe wieder entsperren. So. So, wir ziehen uns jetzt mal um. Körperapparat. Ein Netzhemd ist auch ganz schön. Was haben wir denn dann jetzt? Schauspielkunst, müsste ja auf 10 sein. Oh, krass. Ist halt die Frage, ne? Boah, ich kann mir fast die komplette Rüstung anziehen. Mir fehlen nur noch die Hosen, ne? Ja. Plus 2 Mechanik. Hab gerade 3 Stunden geschlafen, fühle mich also fast ausgeruht. Sehr gut. Sehr schön. Dann hoffe ich, habe ich dich nicht geweckt. Nur noch 40 Minuten, dann kannst du weiter schlafen. Hast du einen ausgedehnten Mittagsschlaf gemacht, oder? 3 Stunden? Nicht schlecht. So. Betritt die Wohnung im Wohnung 12 im Capacit Apartments Gebäude und hole Kunos Speed. Teile es mit ihm, um eure Freundschaft zu festigen, und wer weiß, welchen Geheimnissen du so auf die Spur kommst. Schalte Kunos Vater aus. Also es weist ja darauf hin, dass ich mich gleich kloppen muss. Also ich muss irgendwas auf Stärke. So, mal schauen. Empathie brauchen wir nicht. Schmerzgrenze.
Willenskraft. Wahrnehmung. Wie das aussieht. Moral 4 und Gesundheit 3. Warum habe ich denn Moral plus 1? Wann ist denn das passiert? Das stimmt, hier ist 1 dazugekommen. Das war eigentlich 3-3 die ganze Zeit. Wir gucken mal, wie das gleich läuft. Wir sehen aus wie ein Clown, aber das ist egal. Das ist egal. Gegenstände. Eine Brechstange. Nehmen wir noch an die Hand. Falls der handgreiflich wird. Wir speichern nochmal und dann gucken wir mal. A shabby door hangs oddly on its hinges, secured to the doorframe with a safety chain. An unpaid energy bill is attached, threatening to cut off the electricity. It's addressed to Mr. Uno Doreuter. Welches Werkzeug denn? Brauchen wir einen Bolzenschneider? A shabby door hangs oddly on its hinges, secured to the doorframe. Snip. The cutter goes through them like dead leaves. The links fall to the ground on the other side of the door. You can just go in now. Master Investigator, you just can't keep yourself away from locked and hidden places, can you? Es gehört zu meinen Dienstpflichten als Polizist, jedem Quadratzentimeter dieser Welt auf den Zahn zu führen. Attaboy, the world's secrets were made for you. They wait patiently for you to uncover them. Ah, klar. Oh, neuen Gedanken. Ach, Aces High könnte ich auch mal. +1 Empathie gegenüber Kim. Wir müssen irgendwas dann vergessen, ne? Und Jamrock Shuffle haben wir auch noch. Lerngrenze für Ausdauer auf 4 erhöht. Feministische Agenda könnte sich zur RFA entwickeln. Das machen wir mal weg. Die Besteuerung vergessen wir mal. Und dann machen wir da hier Aces rein. Und hier machen wir Jamrock. Freischalten, ja. Verinnerlichen. Ach, guck mal, das ist dann auf immer verloren, ne? Ja, man vergisst es halt. Oh. Wir könnten uns noch ein bisschen Bier reinziehen und eine Zigarette rauchen, bevor wir das machen. Bier würde halt die Moral senken, aber die Konstitution erhöhen. Auf 4. Ja.
Plopp. Dann rauchen wir noch eine. Und dann haben wir jetzt eine ganze Weile ein bisschen mehr hier. Intellekt 4 und Konstitution 4. Kein Alkohol, pfui. So, ich mach mal die Tür auf. Wo ist denn der Vater? Ist er gar nicht da? Ach, bestimmt ein Zimmer weiter. Oh! An der Wand hängt ein Hochglanz-Erotikposter, das von der Feuchtigkeit ganz wellig ist. Aber der Vater schläft. A phone book lies open on the table, covering a stack of utility bills. Right next to it, in plain sight, sits a small bottle of amphetamine, conveniently equipped with a straw. Ich nehme das. You pocket the bottle as if it were the most natural thing in the world. Blast it before you face the beast, Deruita. You're going to need the encouragement. So, Speedfläschchen. +1 Motorik, +1 Psyche, -1 Moral. Wie praktisch. Jemand hat dieses Amphetaminfläschchen mit einem Strohhalm ausgestattet. Speed to go für Lastwagenfahrer. Nehmen die Drogen natürlich nicht. Wir werden jetzt mal mit dem Vater reden. Der schläft. Irgendwas liegt in der Luft. Oh, was haben wir hier? Eine schwarze Jeans. Brenn die Bude ab. Nee. Beherrschung +1, ein normaler Tag für einen normalen Typen. Gott sei Dank gibt es schwarze Jeans. Jeder sieht in schwarzen Jeans gut aus. Kombiniere sie mit deinem Lieblingsshirt und einer gelben Plastiktüte, um die gelassene, ungepflegte Waschbär trifft auf coolen Professor Ausstrahlung zu erzeugen. Oder mach einfach, was du willst. Es ist schließlich nur ein paar schwarze Jeans. Aufwachen. A bundle of clothes heaped on the bed. A stained parka. Some towels and a duvet. Some socks even. Schnarcht wie ich. Something underneath there is breathing. Ja, ist der Vater von Kuno. It doesn't give a shit that you're a cop. Stop your hand now, or you're gonna die. Your hand touches a greasy duvet, covered in cigarette burns and ketchup stains. You hear a growl. There is something alive underneath it. You see a 60-year-old, fat, red-headed man passed out from large amounts of alcohol. And God knows what else. The smell of shit rises from his mouth. Ich kann doch hier nicht einen 60-jährigen Alki verkloppen. Die Nudeln riechen scharf. Oha. You don't have to take him down. He's already down. A lump of flesh is sticking out from under the blanket. It seems to be twitching from time to time, like the paw of an animal who's having a bad dream. A groan rises from the man's throat, dry like a death rattle. He's trying to say something in his sleep. Hey, sind Sie wirklich Kunos Vater? The light from the window is weak, but it seems like he is. His wild, unwashed mane bears a familiar ginger tone. Even the hair on his chest is coppery. There's still plenty to be scared of here, just not what you thought. Ich hatte etwas Furchteinflößenderes erwartet. No response. A pair of half-open bug eyes is staring back at you from the dark, empty and frozen. His half-open eyes give him the look of a dead man. But he is in there, and not enjoying himself.
Brauchen Sie Hilfe? The pile of blankets grunts. It's hard to say if there's anything left you could do. A coronary artery bypass graft, take out his liver and replace it with a new one, somehow undo 20 years of neurological damage from stimulants. Dem kann man, glaube ich, nicht mehr helfen. A change in the socio-economic circumstances wouldn't hurt. Ich habe dein Amphetamin geklaut. Silence. Only heat emanates from the sleeping body. So, ich brauche Wahrnehmung. Dann gehen wir mal auf Wahrnehmung. Zwielicht, Mechanik, Logik. Gibt es überhaupt was für Wahrnehmung? -1 Wahrnehmung. Ah, die Stiefel. Können wir dir geben für ein paar Teebeutel. Wahrnehmung hätte ich gern, also müsstet ihr vielleicht mal Motorik auf 4 und was anderes senken? Wäre das möglich? Motorik +1 und was anderes -1, damit die Wahrnehmung steigt. Yes! Many thanks! The aging alcoholic is still there, breathing. The air in the room is stale. Alles eine Frage der Bezahlung. The man groans once again, but his tongue keeps failing him. It's impossible to make out the syllables. A hand emerges from the blankets, trying to gesticulate something. Mein Vorschlag wurde nicht angenommen. Betrug. Was ist denn deine Vermutung? Du hattest auch gegeben, das heißt, es hätte eine 5 sein müssen, Lütke? Oder hast du irgendwie Minus gemacht auf Motorik? Wobei, ich denke mal, du hast auch +1 gemacht, ne? Das Thema hatten wir schon mal. Ich warte jetzt kurz ab, was du sagst. Also schreibst. Ich habe Minus auf Intelligenz gemacht. Du musst einmal Plus und einmal Minus machen. Und dann musst du noch Vote anklicken oder bestätigen. Du musst es abschicken. Aber selbst dann denke ich nicht, dass ich dann eine Motorik von 5 gehabt hätte. Weil sonst wäre es ja krass, wenn, das hatten wir glaube ich schon mal das Thema, dass wenn dann 5 Leute dir ein Plus geben, dann hast du ja plötzlich einen Wert von 10 oder noch mehr. Ja, wurde gesagt, beim Vorschlag wurde angenommen. Es geht nicht mehr als +1, genau. Und wenn es dann eine -1 gibt und eine +1, wird halt geguckt, dann ist es 0. Oder es gibt, denke ich mal, auch +2, -1, dann wäre es immerhin noch +1. Also das wird irgendwie gegengerechnet. Ich glaube, der sucht sich einen von den Leuten aus. Oder so, dass es random ist. Ich rate mehr, als dass ich es weiß, muss ich ganz ehrlich sagen. And then it dawns upon you, clear and surreal. Pig, he says. He's trying to call you a pig. Fick dich, stirb. Sie sind wach? Was hast du gerade His gesagt? hand falls back on the bed, limp and defeated. A loud snore escapes his mouth. He's asleep again. Gut, also da können wir nicht viel machen. Also der Vater ist halt starker Alkoholiker und drogenabhängig und wir haben jetzt die Drogen erstmal rausgeholt hier aus der Bude. So, und dann können wir uns wieder normal anziehen.
Logik +4. Logik 8. Schauspielkunst 10. Bin kurz AFK. Jo. Sag mal, kann ich die Drogen eigentlich verkaufen gehen? Bestimmt, oder? Komponierte Ölkanister. Ich will aber eigentlich nichts verkaufen. Vielleicht brauche ich das Zeug ja immer noch mal hier. Nee, es gibt sozusagen kein Preis dran. Kein Preisschild. Aber Kuno gebe ich die Drogen jetzt nicht, oder? Wir wollen ja, dass der von den Drogen runterkommt. Das ist ja eine Quest. Erstatte Kuno-Bericht. Schalte Kunos Vater aus, optional. Also man hätte den echt um die Ecke bringen können? Im Schlaf? Ermördern? Das finde ich echt krass, wenn das geht. Wobei, man kann ja auch Kuno S erschießen. Wenn man nicht so eine... Dann kann ich nicht mehr rennen. Er läuft normal. Doppelklick war immer rennen. Du bist leicht angetrunken. Meinst du, dass ich deswegen nicht rennen kann? 50 Minuten noch. Alkoholisches Getränk und Zigaretten. Ah, guck, jetzt kann ich wieder rennen. Das ist komisch. Oder die Stiefel. Fuck, does Kuno care? Alright, so you got Kuno's kilo. Here is how we do it. First, you give Kuno Kuno's kilo, then Kuno gives you half back. That's how we split it. It's the best way. Street way. Mit Kilo meinst du Gramm, richtig? Willst du wissen, wie ich an deinem Vater vorbeigekommen bin? Alles klar. Ich werde es behalten. Du brauchst nicht noch mehr Drogen. Du bist 12. Ich werde es behalten. Ich werde mir alles selbst reinziehen. Ich bin noch nicht bereit für diese Entscheidung zu treffen. Warte mal, erst mein Vater. Word on the street is, you sent your little friend in dressed as a hooker, distracted him. That's some sick shit. Tell your little slanty-eyed friend, respect from the Kuno. Kuno wants to hear all about it, but Kuno knows what Kuno means. Kuno means gram. All right. Kuno knew you'd try that sneaky pig shit on him. Tell him, Kuno! Kuno's got brains. This shit doesn't surprise Kuno. So Kuno's gonna give you one more chance. Know this, pig. Shit is major. Major fucking choice, pig. Kuno won't take this shit lightly. The pieces are moving, pig. This is fucking domino shit. It's hard to see how not giving a boy a bag of amphetamine would cause some catastrophic cascade response. Es ist schwer vorstellbar, dass es zu einer katastrophalen Kettenreaktion führen würde, wenn du dem Jungen kein Tütchen mit Amphetamin gibst. Tick, 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 tick. Decision time. What's it gonna be? You gonna fuck the Kuno? Alright. You fucked the Kuno. Everybody, Kuno got fucked by his pocket pig. Just when we getting our business on, the pig throws it all away. I told you he can't be trusted. I told you. I told you he'd steal the shit. Relax, see? We got plenty of Kilo. Kilo underground, in the tree.
this ain't about that. This is about you and Kuno. You mismanaged this shit. Now everything is fucked between us. How are you gonna make this up to the Kuno, huh? There is genuine disappointment below the act, sire. In truth, Kuno doesn't really believe there's anything you can do to make up for this. The damage is irreparable. Ich habe mich da etwas umgesehen. Es ist kein einfaches Leben, das du in dieser Wohnung führst. The fuck do you know about Kuno's life? Kuno's got plans. Get the fuck out of here. Yeah, we got plans. 6 meters underground, below piping from before the war, the collapsed remains of the Martinez storm drain system. There are 2 stolen flashlights with piles of batteries next to them, beside 2 bedrolls, in the dark and opening into the lower tunnels. Kuno, ich habe deinen Vater getroffen. Yeah? How the fuck are you still alive, pig? Kuno, dein Vater ist ein halbtoter Alkoholiker. Er hat unter einem Haufen Kleidung geschlafen. Ich habe deinen Vater getötet. Oha. What? His posture changes. The swaying rooster motion stops for a second. Then he gets it going again. Fuck right. Kuno's dad was sleeping like a bum. Kuno told ya. Kuno's dad doesn't give a shit about anything. Fucking breaking and entering shit. That's nothing to Kuno's dad. You got lucky, pig. Kuno knew this. Kuno's fucking violent fiend dad's been drinking hard lately. Kuno knew you have a way in. Narrow window. Kuno window. Hör auf, den harten Mann zu spielen, Junge. Du musst vor ihm keine Angst mehr haben. Kuno's not fucking trying to be tough. This shit is real. Kuno's fucking violent dad's gonna be a vegetable. Kuno knows that shit. Stroke shit. Stomach fucked up and... Kuyo war, glaube ich, ein Bernardiner von Stephen King. Okay. Welches Buch? Kuno's gonna go out like that too. Gonna be just like Kuno's violent dad. Speed shit, crime shit, fucking on the bed. Go out West Revachol style. Stop saying all this sad shit, Kuno. There's a touch of grief in there. Fuck you talking sad? Kuno's got hard shit, death shit, nothing shit. Aller Wahrscheinlichkeit nach wirst du auch so werden. Du musst nicht so werden. Get your fucking nun-ass out of here before Kuno fucks it dead. You think cause you took Kuno's speed, Kuno's gonna sub like a Kuyo hieß das Buch. Kuyo Stephen King. Kuyo ist ein Roman des US-amerikanischen Autors Stephen King aus dem Jahr 1981. Kuyo bildet den 3. Teil des sogenannten Castle Rock Zyklus. Ach, Castle Rock, da habe ich eine Serie geguckt. turn into... Kuno ain't turning into shit. Kuno is that shit. If he doesn't stop soon, he's going to collapse from exhaustion. He's red all over. Kuno won! Oh, you won, Kuno! Fuck right there were. Fucking 3 years or some shit. 3 Jahre keinen Strom bezahlt. Oha. So kann man doch nicht leben. Du musst eine andere Bleibe finden. That's right. It's a shithole. Kuno's gonna move underground. Leroy shit. Ancient shit. Kuno's gonna live in a fucking catacomb. Yeah, in a tomb, Kuno. Es war richtig, die Drogen nicht dass ich dir die Drogen nicht gegeben habe. Beenden wir das Ganze. That didn't change shit, pig. That only made things worse. Fucking social worker shit. It doesn't work, pig. It doesn't work, Kuno. Only our shit works. She tries to bind their fates together. She needs him. Bad.
The fuck do you want with it? Good call, Pigmeister. Don't come and talk to Kuno about his kingdom. Kuno doesn't fucking care. Tja, Kuno, was machen wir mit dir? Fuck does Kuno care? Kuno doesn't fuck. Das ist krass, das Kind ist halt komplett verkorkst. Bei so einem Vater und so einer Umgebung, in der die leben, kein Wunder. Scheiße, Kuno steht unter Strom, 20.000 Volt. Kuno-Volt. Und sie wird mich wieder anpöbeln. I'll die before I squeal, pig. Tja. Genau, ich habe unten noch ein Zimmer. Pig ist Bulle, ja. Unten habe ich ein Zimmer bei der alten Frau. With the old lady, you know. Im Fischerdorf. Kirche, Fischerdorf, Hafenviertel. Mich täte echt mal interessieren, ob man Kuno überhaupt helfen kann in dem Spiel. Also ob man ihm aus dieser misslichen Lage, in der er sich befindet, singe, ja. Ich kann nicht singen, ich brauche erstmal ein Tape. Aber guck mal, jetzt habe ich wieder 3 und hier 4 bei Gesundheit. Ist das noch durchs Rauchen? Intellekt, Konstitution. Ah, und wo war die 4? War denn auf irgendeinem Item, was ich anhatte, oder? Konstitution plus 1. Die Schuhe, oder? Nee. Die Handschuhe? Nee. Irgendwo war ein Konstitutions-Item, schätze ich mal. Ey, Silence, grüß dich. Muss ihn den Hintern versohlen. Wahrscheinlich muss man ihn wirklich schlagen, ne? Working class drunk. You know what this means, right? Cracked it. All in a good day's work. Moment, was habe ich aufgeklärt? What do you mean, what did I crack? Look at how working class that drunk is. Es ist ihr Mann, ihr vermisster Yes, Ehemann. and you found him. Now go and tell the working class woman. Protect and serve, recruit. Didn't she repeatedly tell you her husband isn't missing though? But he is missing. You heard her, the worry in her voice. Das gibt doch alles keinen Sinn, ich mache mich bloß lächerlich. Do marriages make any sense? Does honor? You're not a filthy philosopher. You're an officer of law. It's time to ace this case and not brood over your reputation. Ja, mit dem We can do Champagner. with the perception management. Ich geh rein. There's no need for champagne when there's honor, recruit. Go and tell the working class woman what you found right now. Man könnte ihm helfen, sagt das Internet. Okay. Vielleicht muss ich das irgendwann mal probieren. In einem anderen Run von 70 Stunden.
Speichern. Tja, dann habe ich wahrscheinlich mit Kuno die falschen Antwortoptionen ausgewählt gehabt. Ich meine, Empathie habe ich genug. Aber wie man so eine Rotzgöre anpackt, damit der mal klar im Kopf wird, ich habe keine Ahnung. Bin ich nicht geübt drin. So. Ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende des heutigen Streams. Machen wir gleich noch was zu essen. Our tenant, the policeman. I hope the waves don't keep you up at night. What can I help you with? Ich habe die Jacke gefunden, die ich gesucht habe, aber sie ist ziemlich verdreckt. Können Sie sie für mich waschen? I can wash it for you, but it's going to take about a half an hour. Think you can stay put for that long? Ja. Well, hand it over then, and I'll see what I can do. Must say, I'm proud of this one. It's pretty nice underneath all that filth. I hope you take better care of it than its last owner. Die hat mir eine Jacke gewaschen. Was macht die Jacke denn? Da. Ein Fallen Anorak. Schwitze wie ein Schwein. Elementbeständig immer heiß. Dieser Anorak wirkt wie ein schützender Kokon. Innerhalb dieses kleinen Paralleluniversums ist der Oberkörper des Trägers vor Wind, Wasser, Schmutz und Feuer sicher. Auf der Brust steht stolz in unübersehbarer Schriftgröße 100% synthetisch geschrieben. Es dringt absolut keine Luft hinein. Warnung, Gegenstand nicht wirklich fetterbeständig, feuerbeständig, wetterbeständig. Warnung, Gegenstand nicht wirklich feuerbeständig. Das hätte ich mir fast gedacht, dass das Feuer, das brennt durch. Aber sieht cool aus. Passt jetzt zum kompletten Outfit. Die Frage ist, behalte ich die oder gebe ich die dem Typen zurück? Diese Frage klären wir beim nächsten Mal. Die meisten Würfelproben verfügen über geheime Schwierigkeitsmodifikatoren. So, wir haben die Stiefel, wir brauchen eigentlich nur noch die Hose. Wir müssen herausfinden, wo diese Hose von der T500 Rüstung ist. A brisk coastal wind still howls against the window of the shack. Occasionally, the waves crawl in under the foundation, producing a low hum. Rette die Cheerleaderin, rette die Welt. Ja? The room feels muffled, like you pulled your hat over your ears. Outside, it is cold and windy, but you're inside, and it feels safe and warm. Sieht auch viel schöner aus, das Zimmer, wenn man so überlegt, was für ein kaputtes Bett ich im Whirling in Rex bewohnen muss. Und hier habe ich eine richtig schöne Schlafcouch. What is this place to you? Meine neue Bude, in der ich still sitzen, trinken und sterben könnte, während ich zusehe, wie die Wellen heranrollen. Mein vorgeschobener Stützpunkt für den Küstenteil der Operation. Es ist kostenlos. Das ist gut genug, ich könnte hier leben. Sieht so aus, als wäre dies mein neues Zuhause. Wo wohl das alte geblieben ist? Westward, across the canal, towers the Whirling in Rags. Door number 1 on the second floor is locked. Behind it lies a trashed room. 1 floor below, behind a counter, stands an irritable man. In a small shack in the fishing village, a Baroque heater hums quietly.
emanating a sense of comforting warmth. A wash basin lies on the table, the water inside reflecting the somber face of the world. Far away, on the corner of Perdition and Main, a nondescript building, obscured in a haze. It's vacant and lost, just like its tenant. Danke dir, seltsame Empfindung, für diese zutreffende Einschätzung meiner momentanen Situation. Nein, warte, ich habe es mir anders überlegt. Ich möchte zurück zur Auswahl. Nee, wir bleiben hier. Outside, the howl of the wind has picked up. The waves crash against the stilts again. It's as if you think the thought, but in someone else's voice. Look under the floorboards. Was ist denn under the floorboards? Nothing. Ich könnte mich rasieren. On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small hand mirror. A straight razor soaks inside the wash basin. Ah, der kleine Monitor ist aus. Ja, der ist irgendwie nicht an heute. Ist mir auch irgendwann aufgefallen. Aber ich habe auch für Disco Elysium leider nichts großartig. Eine Disco-Kugel, die sich da dreht. Das hatte ich mal eine Weile. The water reflects back a vague image of your face. Nose bulbous and red. Hair unkempt. Wrinkles lining the eyes and forehead. The stash is gigantic. A fresh start looms ahead. Clean yourself up and be born anew. Ob wir uns rasieren oder nicht, erfahren Sie im nächsten Stream. In voraussichtlich einer Woche am 25. August. Danke für den Stream. Danke fürs Dabeisein. Vielen lieben Dank fürs Hiersein. Es war wieder sehr schön. Vielen lieben Dank an den Trailjumper und den Shai für die Hosts. Und auch an den Thomas. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen, was ist heute? Mittwoch. Habt einen schönen Tag. Oder einen schönen Abend, besser gesagt. Ich bin echt gespannt, wo die Geschichte noch hinführt. Wir haben neue Schuhe. Die Leiche ist weg. Kim ist auch weg, weil der die Leiche wegbringt. Und beim nächsten Mal werden wir uns wahrscheinlich rasieren. Das wäre ein Neuanfang. Vielleicht hilft das ja. Danke fürs Streamerle. Sehr gerne, Max. Schönen Abend dir noch. Guten Hunger bei Spinat mit Ei. Danke. Das wird, glaube ich, lecker. Ich glaube, das wird gut. So. Das Spiele-Sound ist weg. This is like this. And then I play the music from the intro. Also ich mache jetzt gleich nochmal Musik an. Ne? Rausschmeiße Musik und dann bin ich weg. Wir sehen uns morgen, wenn ihr mögt, um 16 Uhr mit Spider-Man. Jeden Tag streamen. Schon ein bisschen verrückt, oder? Also, bis morgen. Schönen Abend noch. Ich kenne ein Lied von den Schlümpfen. Spinat mit Ei. Kenne ich nicht. Sagt mir nix. Spider-Man? Ja, morgen. 16 bis 19 Uhr Spider-Man. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Hiersein.
message